Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir hier zusammenkommen können. Ich danke der Helen Panke sehr herzlich für die Organisation und bin froh, dass Sie alle gekommen sind, trotz dieser widrigen Umstände. In der aktuellen Situation finde ich es klasse, dass wir dafür einen so schönen Raum gefunden haben, wo wir mit dem gebotenen Abstand zusammenkommen können und eine Debatte führen natürlich zum aktuellen Prozess gegen Julian Assange und der Frage, was das für eine Bedeutung hat, gesellschaftlich, politisch und für uns alle und für die Menschenrechte insgesamt. Wir haben ein Podium mit sehr qualifizierten Teilnehmenden, die sehr tief in der Materie drin sind und ich sehr gespannt darauf bin, was ich von ihnen erfahren kann, weil ich habe zu der ganzen Situation ehrlich gesagt hauptsächlich Fragen und wenig Antworten und deswegen freue ich mich auf die tatkräftige Unterstützung von Diani Barreto. Sie ist von der German Assange Campaign und sie war Vorsitzende von der Free Chelsea Manning Net Berlin und ist auch Prozessbeobachterin aktuell. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Dann ist bei uns Wolfgang Kalek. Er ist der Rechtsanwalt unter anderem von Edward Snowden und ist vor allem auch Menschenrechtsaktivist in seiner Funktion als Anwalt. Er war der Vorsitzende des Vereins Republikanischer Anwältinnen und Anwälte und hat als Menschenrechtsaktivist auch die Menschenrechtsverletzungen an Abu Ghraib unter anderem in Karlsruhe zur Anzeige gebracht. Und ja, finde ich auch, dass das einen großen Applaus verdient. Und schreibt und publiziert sehr viel zu Menschenrechtsverletzungen. Dann ist bei uns Angela Richter. Sie ist Regisseurin, Aktivistin und Journalistin, hat nochmal eine ganz andere Perspektive auf die ganze Geschichte. Sie hat etliche Interviews mit Assange geführt und hat auf dieser Grundlage ein Theaterstück inszeniert, das Assassinate Assange hieß und ist auch aktuell Prozessbeobachterin im aktuellen Prozess. Herzlich willkommen. Und last but not least, Gregor Gysi ist bei uns. Er ist der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken und auch Menschenrechtsaktivist, darf ich glaube ich auch behaupten. Und Rechtsanwalt ist er auch. Herzlich willkommen, Gregor. Ich habe schon eingangs gesagt, dass ich vor allem eine ganze Menge Fragen habe und insgesamt bisher wenig Antworten und ich erhoffe mir von dem heutigen Abend, dass ich in ein paar dieser Fragestellungen ein bisschen weiterkomme. Eine der großen Fragen, die ich mir stelle, ist das, was dort eigentlich gerade passiert, eine Form von Präzedenzfall, der dort geschaffen werden soll, eine Form von Tribunal, was eine Ausstrahlkraft haben soll, auch auf zukünftige potenzielle Whistleblowerinnen und Whistleblower. Und das ist eine Frage, die ich gerne an Diani weitergeben würde, die ja den Prozess gerade beobachtet. Ist das ein Eindruck, den man bekommen kann? Ich muss ganz kurz sagen, ich war im Oktober und November in London und auch im Februar und ich hatte mich gemeldet mit dem Büro von Saving Darkdale, auch als Beobachter, und dann wurden uns den Zugang verwehrt, weil wir konnten nicht nach London reisen bei der Aufakt. Ja, ich denke schon, dass es wird versucht, ein Exempel zu statuieren. Das hatte auch Nils Melzer, der Sonderberichterstatter für Folter, beobachtet. Wir haben viel Prozess, Unregelmäßigkeiten beobachten können. Zum Beispiel das Prinzip von Open Justice wurde verletzt, was sehr geankert ist in Großbritannien. Das Justiz muss gesehen werden, bevor es Justiz tatsächlich gesprochen wird. Ist der erschwerte Zugang von Menschenrechtsbeobachtern wie Amnesty International wurde komplett verwehrt. Reporter ohne Grenzen nur mit Hilfe von der deutschen Botschafter haben sich einen Zugang geschafft, einen Tag, und die haben sich versucht mit der Hilfe von Aktivisten, die sich sehr früh am Morgen gestellt haben, weil es war eine First-Come, First-Serve-Basis, überhaupt an diese sehr wenigen Plätzen aufgrund von Covid überhaupt teilzunehmen. Es war auch sehr schwer, auch im Ausland oder remote
den Stream zu verfolgen, habe ich mitbekommen. Es gab viel technische Unregelmäßigkeiten. Manchmal gab es Connection-Probleme. Deswegen es war sehr schwierig für die Beobachter und die Journalisten zu verfolgen. Es waren sehr anstrengende 4 Wochen, manchmal sehr schwierig aufgrund der Inhalte, zum Beispiel, wir werden das später bestimmt besprechen, die medizinische Lage von Julian Assange, seine psychische Zustand gerade, seine schwerwiegende Depression, der Suizidrisiko und so weiter, das war alles sehr schwer zu ertragen. Ich finde, dass Großbritannien versucht, aufgrund diesen Auslieferungsabkommen, die wurden 2003 und dann 2007 verfasst, und das muss man noch dazu sagen, dass diese Auslieferung für politische Delikte ist in eine sehr graue Zone, was normalerweise bei dem EU-Recht und internationalen Konventionen, man darf nicht ausliefern für politische Delikte, und unter die 17 Anklagepunkte Espionage ist de facto eine politische Delikt, und es wird für journalistische Tätigkeiten quasi politisch verfolgt, und es wurde mehrmals gesagt während des Prozesses, dass es tatsächlich ein politisch motivierten Anklage oder Prozess ist. Und das war interessant, dass auch im Januar, wann das Urteil verkündet wird, 4. Januar, basiert auf die US-Wahlen, die im 3. November stattfinden, aufgrund dieser politischen Unterlage, Basis. Also jemand, der Folter und Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, wird gefoltert und wird politisch verfolgt. Möchtest du ergänzen, Angela? Ja, ich wollte nur noch alles bestätigen und dann auch noch sagen, also ja, es ist ein Präzedenzfall, der Whistleblower sicherlich abschrecken soll, weil es ist ja nicht nur jetzt dieser Prozess, sondern Julian Assange wird ja schon seit einer ganzen Dekade verfolgt, mit allem, was dazugehört. Es gab dazu auch eine Narrative der amerikanischen Geheimdienste, die auch leider, muss man sagen, sehr glücklich aufgegriffen wurde von der Presse, weil natürlich schlechte Nachrichten und irgendwas Unangenehmes natürlich immer sich besser verkauft, als zu sagen, naja, der ist eigentlich ganz nett. Warum auch immer, die haben diese Narrative gefolgt, und das macht es jetzt sehr schwer, zum Beispiel Unterstützung zu finden. Und ich wollte auch nochmal sagen, also es ist nicht nur ein Präzedenzfall für Whistleblower sozusagen vorzuführen, was passiert denen, weil er ist ja eigentlich gar kein Whistleblower selbst, er gibt Whistleblowern eine anonyme Plattform, und er ist vor allem eines, Journalist. Und was das für die Pressefreiheit bedeutet, ist eigentlich noch viel schlimmer. Weil wenn Assange nach USA ausgeliefert wird und dort verurteilt wird, dann bedeutet das, dass jeder Journalist irgendwo auf der Welt von irgendeiner Regierung einfach gekidnappt, verschleppt und verurteilt werden kann für Dinge, die eigentlich jeder Journalist täglich macht. Also das ist etwas, was wir jetzt auch bei diesem Prozess gelernt haben. Da waren auch Spezialisten für Presserecht dabei, zum Beispiel Trevor Timm. Und der hat ganz eindeutig gesagt, dass diese Methoden, für die er auch angeklagt wurde jetzt, also darum geht es ja auch die ganze Zeit um wie man Quellen sozusagen motiviert. Das ist einer der Anklagepunkte, ist Aiding and Abetting Chelsea Manning, also sie motiviert und dazu angestiftet zu haben. Und das ist aber etwas, was Journalisten jeden Tag machen. Also zumindest Investigative, dass man Quellen ermutigt, auffordert, und übrigens auch diese anonyme Dropbox, die Julian Assange im Grunde erfunden hat mit WikiLeaks, die ist ja wie ein Monolith, die die Pressefreiheit komplett, die Presselandschaft extrem verändert hat. Also wie ich auch durch den Prozess erfahren habe, benutzen 80 Medienunternehmen weltweit genauso eine anonyme Dropbox. Also WikiLeaks hat die Presselandschaft extrem verändert in den letzten 10 Jahren. Gleichzeitig ist er glaube ich, von niemandem so sehr im Stich gelassen worden wie von Journalisten. Und gleichzeitig ist das jetzt ein Rieseneigentor, weil wenn er verurteilt wird, dann ist jeder Journalist, der wirklich ernsthaft Journalismus betreibt und nicht irgendwie pipapo, auch so gefährdet. Ich würde gerne dazu ganz kurz sagen, dass
war das Erschreckende dabei und das ist das, was man unbedingt beachten muss bei diesem Prozess. Die US-Regierung hat in ihren Zickzack-Änderungen und Anklageänderungen zwischendurch, es ging nicht um Julian Assange, es geht einfach um diesen Präzedenzfall zu statuieren, gegen jeden Journalisten. Das haben sie klipp und klar gesagt. Also deswegen ist es wirklich sehr beunruhigend. Zugegeben. Also am Anfang nicht, da haben sie noch so getan, die Form zu wahren. Nein, es geht hier nicht um die, aber sie haben es gab mehrere Stellen im Prozess, wo das wirklich wörtlich bestätigt wurde. Gemessen an diesen Schilderungen, Gregor, ist das ja eigentlich schon auch ein diplomatischer Fall, der eigentlich herausfordert, dass auch in internationalen Beziehungen die Wahrung der Menschenrechte, der Pressefreiheit und anderer Rechte, um die es hier geht, eigentlich die internationale Gemeinschaft gefragt ist, diese auch zu wahren. Wie verhält sich denn in diesem Zusammenhang die Bundesregierung? Wie immer gar nicht. Die hält sich einfach raus. Und das ist, glaube ich, auch typisch für unseren Bundesaußenminister. Nicht mal beim Konflikt Griechenland-Türkei nimmt er Stellung. Obwohl die Kriegsschiffe entsandt haben vor die griechischen Inseln. Ich meine übrigens beide Mitglied der NATO und so weiter. Und die Hoheitsrechte Griechenlands verletzt haben, Zyperns verletzt hat. Er sagt nichts, er sagt, die sollen miteinander sprechen. Das ist natürlich vernünftig, aber reicht nicht. Nein, ich glaube, wir müssen das in einem globalen Zusammenhang sehen. Wir bewegen uns im Augenblick weltweit weg von Demokratien hin zu autoritären Strukturen. Trump ist geradezu ein klassischer Ausdruck dafür. Wenn der könnte, würde er die Wahlen abschaffen. Und er sagt ja jetzt schon, dass er gewinnt und wenn er nicht gewinnt, ist es eine Wahlfälschung. Das heißt, er geht davon aus, nicht die Wählerinnen und Wähler entscheiden die Wahlen, sondern das oberste Gericht der USA und das will er entsprechend besetzen. Das ist neu. Bisher hat noch jeder Präsident gesagt, ja, wenn ich verliere, akzeptiere ich das natürlich eher nicht. Wenn ich an Erdogan denke, wenn ich an Orban denke, wenn ich an Duda denke, die ihn durchgesetzt haben, dafür, dass es eine klitzekleine Aufbauhilfe endlich für den Süden gibt, nachdem man den Süden kaputt gespart hat, dass ihnen aber wegen Mängel in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie kein Geld abgezogen werden darf. Das war ihre Bedingung, damit sie zustimmen. Dem hat nun wiederum die Kanzlerin zugestimmt. Das wäre mir nicht über die Lippen gekommen. Ich weiß nicht, ich hätte zwar die Aufbauhilfe auch gewollt, aber ich weiß nicht, wie ich mit denen verhandelt hätte. Aber wenigstens eine Frist. Ja, dann hätte ich gesagt, na gut, 1 Jahr. Dann hätten sie vielleicht 3 Jahre rausbekommen, aber nicht für immer. Indiskutabel. Gut, diese Entwicklung haben wir. Wir haben auf der anderen Seite, ich will das nur ganz kurz anreißen, einen schweren Konflikt mit Russland, weil Gorbatschow zunächst ein neues Haus Europa vorgeschlagen hat. Das hat der Westen abgelehnt. Dann hat Putin 2001 im Bundestag die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten. Das hat der Westen abgelehnt. Dann hat Putin seine Politik geändert und sagt, weiter lasse ich meinen Einfluss nicht zurückdrängen, während die NATO ihre Truppen an die russischen Grenzen stellt. Der erste völkerrechtswidrige Krieg unter Beteiligung Deutschlands war der gegen Jugoslawien. Und nachdem es den Krieg gab, was kaum jemand weiß, gab es einen Beschluss des Sicherheitsrates der Organisation der Vereinten Nationen, also mit Zustimmung der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Russlands und Chinas, dass das Kosovo Bestandteil von Serbien bleiben muss, aber einen hohen Grad an Autonomie bekommt. Der Beschluss gilt immer noch. Es interessiert den Westen nicht. Sie haben das Kosovo getrennt. Darauf stützt sich Puigdemont, wenn er Katalonien trennen will. Darauf stützt sich natürlich Barzani in Nordirak, wenn er den Teil wegnehmen will. Und darauf stützt sich natürlich auch Moskau hinsichtlich der Krim. Kosovo war der Anfang. Muss man immer wissen, ein negatives völkerrechtliches Beispiel, wenn du nicht protestiert, schafft übrigens neues Völkerrecht. Nun ist protestiert worden von der serbischen Regierung trotzdem. Das ist ganz interessant. Ich erzähle das nur, weil wir diesen Zusammenhang sehen muss. Und jetzt durch diese ganze Internet, ich verstehe von alledem, ich weiß gar nicht, wie sie das alles machen, keinen blassen Dunst, gibt es keine wirklichen Staatsgeheimnisse mehr. Es besteht immer die Chance, daran zu kommen. Und nun sind sie in der Situation, das entweder aufzugeben und zu sagen, wir müssen das auf ein absolutes Minimum reduzieren,
oder es weiter so zu handhaben und dann wollen sie diejenigen, die irgendwie helfen, dass das ans Tageslicht kommt, zur Verantwortung ziehen. Der nächste Punkt war, dass Correa aus Ecuador entschieden hat, ihm Schutz zu gewähren und ihn an der Botschaft aufgenommen hat. Aber ich weiß auch nicht, wie es sich jahrelang in einer Botschaft lebt. Ich glaube, da kriegst du auch irgendwelche Depressionen mit der Zeit, weil du ja das Haus nie verlassen kannst und kannst auch nicht dort immer rumrennen. Der hat ja auch sein Leben da, der Botschafter etc. etc. Und dann wurde Correa abgelöst durch einen rechten Präsidenten, also er wurde ja mehr oder weniger gestürzt und der hat ihn sofort rausgeschmissen. Auch typisch, um die Beziehung zu den USA zu verbessern, was dem Correa egal war. Und jetzt steht Großbritannien vor einer spannenden Frage. Sie verlassen gerade die Europäische Union. Er spielt mit dem Gedanken, einen harten Brexit zu machen. Dann braucht er die USA umso mehr. Und das wollen sie in diesem Prozess wahrscheinlich signalisieren. Nun fragt sich, wie hoch ist der Grad der Unabhängigkeit der Gerichte, wenn es um einen solchen politischen Fall geht. Wenn es um einen Diebstahl ginge, würde ich Ihnen das zubilligen, aber nicht in einem solchen politischen Fall. Die stehen unter einem ungeheuren Druck, die Richter, und lassen sich das bieten. Das muss man ihnen vorwerfen. Deshalb mache ich mir große Sorgen, wenn ich die Gesamtentwicklung nehme in der Welt, wenn ich die Entwicklung in der EU nehme, wenn ich die Entwicklung in Großbritannien nehme, wenn ich mitbekomme, dass Corona natürlich Einschränkung der Grundrechte braucht, aber dass es auch welche gibt, die Corona missbrauchen wollen, um dauerhaft Grundrechte einzuschränken. Wenn ich das alles im Zusammenhang sehe, dann habe ich ein sehr ungutes Gefühl bei diesem ganzen Prozess. Ein sehr ungutes Gefühl und es geht um einen Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, was der da durchmacht. Ja? Das ist ja grenzenlos. Ich habe das vorhin nicht verstanden. Haben Sie ihn einmal gesehen, getroffen, gesprochen? Dieser eine Tag, der die Botschaft ermöglicht hat, das habe ich nicht verstanden. Konnten Sie da Assange sehen, sprechen? Nein, die durften Zugang im Raum, wo der Stream war, sozusagen. Oder im Gerichtssaal. In der Botschaft oder wo jetzt? Ja, verstehe. Während des Prozesses. Ach, im Gerichtssaal waren Sie? Ja, also das wurde in der Bundespressekonferenz auch ja. Gesprochen. Ich denke, es war am 9. September, dass aufgrund der Hilfe von der deutschen Botschaft, die am ersten Tag vor Ort waren, die haben quasi geholfen, dass Reporter unter Grenzen dass sie Zugang zum Gerichtssaal hatten. An dem aber Tag. An dem einen Tag. Aber ein persönliches Gespräch mit Nein, konnten Sie das ist ausgeschlossen. Wer darf ihn denn überhaupt besuchen, außer seinem Verteidiger? Also er hat seit 6 Monaten, also seit Corona, am Ende gab es diese Auftakt eine Woche lang in London, in Woolwich, neben Belmarsh, also neben dem Gefängnis, Sicherheitstrakt. Und dann, es sollte dann, aber aufgrund von Corona wurde verschoben. Also er hat eigentlich 6 Monate niemanden gesehen, weder niemanden seine gesehen, Anwälte keine Familie, noch seine Frau. Auch die Anwälte nicht? Anwälte nicht. Wegen Eben, Corona. also das war ja der Punkt. Und dann sind die USA ja, das hast du vorhin ja auch angedeutet, die kamen plötzlich mit einer neuen Anklage. Das war ganz absurd, weil er ist muss man wissen, genau, am Vorabend sozusagen, sodass sich erst recht nicht vorbereiten konnten. Und das war ganz absurd, weil er ist dann ins Gericht gefahren worden, in so einem Van, dort in eine Zelle gebracht worden. In der Zelle wurde er offiziell freigelassen und eine Sekunde später neu verhaftet. Also aufgrund der neuen Anklage. Aufgrund dieser neuen Anklage, die eigentlich nicht viel anders ist, sondern nur zusätzlich erweitert wurde. Ja? Also was auch... Um mehr Spielraum zu schaffen, weil das erste... Genau. Ich wollte noch etwas zur Pressefreiheit sagen. Eigentlich dachten wir, das haben wir durchgestanden, wann waren das, 15er oder 16er Jahre, mit dem Herausgeber und Chefredakteur des Spiegel, der ja Geheimnisse veröffentlicht hatte und Strauß dafür sorgte, dass er in U-Haft kommt und so weiter. Und dann ist das ja eingestellt worden. Das heißt, man hat akzeptiert, es gibt einen Beamten, der darf natürlich einem Journalisten kein Geheimnis verraten. Aber wenn er das macht, darf der Journalist es veröffentlichen. Der Beamte macht sich strafbar, nicht der Journalist. Das gehört eben zur Pressefreiheit. Und das wird hier natürlich ganz klar zerstört. Und zwar wissentlich von den USA und von Großbritannien. Und deshalb zum Beispiel darf unser Journalistenverband nicht schweigen. Deshalb müssten unsere Medien sich ganz anders engagieren. Und letztlich
Ich meine, das wird eine völlige Fehlanzeige, wenn ich darauf hinweise, auch der Bundesinnenminister, der ist nur vielleicht nicht besonders geeignet dafür. Ja, ich nehme das ja schon zurück, aber eigentlich gehört der Schutz der Verfassung zu seinen Aufgaben. Aber von meinetwegen der Bundesaußenminister oder Frau Merkel selbst, und es passiert fast nichts. Ich höre jetzt auch auf. Mich würde noch interessieren, was Sie für einen Eindruck hatten, ob die deutsche Botschaft irgendetwas tut für ihn oder eher nicht. Ich saß neben ihm in diesem Media-Annex im Februar, der Entsandte, und ich fand ihn dann sehr, trotz dieser diplomatischen Depeschen, ziemlich offen in seiner Haltung und war sehr interessiert. Davor war ich auch mit Sevim Dagdelen, linke Abgeordnete, in London, wo uns auch den Zugang wurde verwehrt, und in der letzten Minute wurde der deutsche Entsandter und Sevim haben Zugang stehend im Raum wegen einem administrativen Prozesstag. Die deutsche Botschaft vor Ort verfolgt schon, was da abgeht, und das wurde auch mehrmals in der Bundespressekonferenz, obwohl die deutsche Bundesregierung sagt, wir sind komplett überzeugt von der Rechtsstaatlichkeit und die Möglichkeiten, Instrumenten der Julian zur Verfügung stehen, falls irgendwelche Unrechtmäßigkeiten ihm angetan werden. Er wird wahrscheinlich tot sein, bevor er überhaupt auf diesen Methoden greifen kann. Und deswegen ist es alles noch schockierender, dass er schon von der UN Working Group, der UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung, hat vor Jahren schon gesagt, das ist willkürlich und er muss sofort freigelassen werden. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter hat ja schon mal gesagt, diese Inhaftierung und die Bedingungen haben zu psychologischer Folter geführt, hat tatsächlich bezichtigt, Schweden, USA, Ecuador und Großbritannien beteiligt zu sein an diesen Folter. Diese neue Haftbedienung in diesem Supermax Prison Belmarsh konstituieren auch weiterhin. Er ist 23 Stunden alleine im Zimmer eingeschlossen. Absolut Isolation. Also es ist ISO eigentlich, ne? Aber man sagt es nicht offiziell, aber es ist faktisch. Faktisch und so weiter, denn kein Zugang, keine familiären Besuche und so weiter. So. Ja. Also es war vorher schon sehr eingeschränkt. Was auch interessant ist, also ich habe mit ihm Kontakt über E-Mail. Ja. Also ich habe so einen Code bekommen über seine Anwälte, weil ich ihn eigentlich sehr gut kenne von den letzten 10 Jahren und oft besucht habe. Und interessanterweise können alle Häftlinge, es gibt so ein E-Mail-System in Großbritannien, über den man kommunizieren kann mit Häftlingen. Und Julian Assange zum Beispiel darf nicht antworten. Also ich kann dem so E-Mails schicken, aber es kommt nie eine Antwort. Und da fragt man sich dann auch, warum ist der da so ein Sonderfall? Also, und das sind lauter solche Dinge, die ständig sind. Ich stand auch auf der Warteliste für Besucher und eben das wurde alles abgeblasen natürlich, weil jetzt Corona kam und das war natürlich auch willkommen. Also so ähnlich, das ist mit dem Vorwand. Und ich will nochmal die Zahlen nennen. Also vor Gericht waren, glaube ich, 6 Journalisten zugelassen. In der ersten Runde waren es, glaube ich, noch 20, was auch schon sehr wenig ist im Raum. Da hatte ich Glück und habe einen von den Plätzen bekommen. Diesmal hatte ich auch noch Glück, überhaupt einen Videolink zu bekommen. Das heißt, ich konnte vom Computer aus mich einloggen und das sind ganz wenig. Und diese virtuellen Plätze, die haben ja nichts mit Corona zu tun. Die hätte man ja an ganz viele Leute geben können, in so einem hochinteressanten Fall, auch speziell für Journalisten. Und für Menschenrechtsorganisationen, 40 Menschenrechtsorganisationen ist am Morgen des Prozesstages des ersten die Akkreditierung entzogen worden. Und zwar hat sie das begründet mit, die Richterin hat es damit begründet, dass sie wüsste ja nicht, was die dann machen würden vor dem Laptop. Also ich habe mich dann gefragt, meint sie, dass sie dann Bier trinken und mit der Jogginghose rumfläzen und das kann man nicht ertragen? Oder, also es war vollkommen aus der Luft gegriffen und es ist natürlich alles nur ein Vorwand, weil man könnte natürlich, also Menschenrechtsorganisationen den Zugang zu so einem Prozess zu verwehren, ich meine, das muss man nicht weiter kommentieren. Ne? Also, ja. Ich würde gerne Wolfgang fragen. Genau, vielleicht muss Wolfgang auch noch was sagen. Ich habe auch noch ganz viele... Amnesty International und so weiter wurden den Zugang, das ist deren Brot und Butter. Und was sagt das aus über diesen Prozess? Die Frage, kannst du die beantworten, Wolfgang? Was das bedeutet für den Prozess, für Menschenrechtsorganisationen wie deine und die Arbeit? Nein, also ich würde es zunächst mal auch in einen etwas größeren Zusammenhang stellen. Und
Tatsächlich ist es ja leider kein Präzedenzfall, was mit Julian Assange passiert, sondern auf der ganzen Welt werden Journalisten umgebracht und willkürlich in Haft gesteckt und auch gefoltert. Man sollte aber meinen, dass in westeuropäischen Staaten wie Großbritannien und in der Europäischen Union sowas nicht vorkommt. Und da ist es tatsächlich leider keine so neue Tendenz, dass halt auch das Völkerrecht entweder offen gebrochen wird. Du hast vorhin angesprochen, die Folter von Abu Ghraib, die Folter im Irak, die Kriegsverbrechen im Irak, die ja bei dem Collateral Damage Video von Chelsea Manning geleakt und dann bei Wikileaks veröffentlicht eine große Rolle gespielt haben. Da muss man natürlich schon differenzieren. Die einen brechen das Völkerrecht, aber das Problem war, dass halt die europäischen Staaten zum Teil Komplizen waren, indem sie zum Beispiel ihre Flugplätze zur Verfügung gestellt haben für alles Mögliche, unter anderem für die Entführung von Terrorismusverdächtigen, aber leider eben auch die US Air Bases für Drohnenschläge nach wie vor benutzt werden. Und dann halt diese unheilvolle Rolle, ist ja angesprochen worden, der Bundesrepublik Deutschland, die sich schon immer wieder auch als Verteidiger des Völkerrechts gerieren. Aber dafür muss man natürlich ein bisschen mehr tun. Ja, und das Wichtigste, was man tun sollte, ist natürlich auch zu zeigen, dass es einem um das Prinzip geht. Also es geht um das Prinzip, dass Menschen nicht gefoltert werden, dass die Pressefreiheit nicht verletzt werden kann. Und dieses Prinzip muss man halt auch durchsetzen, wenn es unbequem wird. Und es ist klar, natürlich ist der Julian Assange unbequem. Logisch. Ja? Oder auch der Edward Snowden, die sind unbequem. Aber gerade daran könnte man halt die Stärke des Prinzips belegen und könnte die Indiens und Brasiliens und Südafrikas der Welt dazu zu bewegen, das Völkerrecht insgesamt zu stärken, weil man es ja vielleicht auch nochmal irgendwie brauchen könnte, um diese Klimakrise und jetzt auch aktuell Corona-Krise irgendwie global zu bewältigen. Und da muss man halt sagen, waren die diversen Bundesregierungen von Rot-Grün Ende der 90er angefangen, 1999, bis eben heute schwach, äußerst schwach. Der Prozess selber ist, wir haben uns kurz im Vorgespräch schon unterhalten, mich wundert es eigentlich, weil ich meine, es wäre nicht so schwer, für die Briten zu zeigen, hier, offener Prozess, ihr wisst doch, lange rechtsstaatliche Tradition, gerade wir in England, damit hätte man eigentlich gut ins Rennen gehen können. Ja? Und dann zerbricht man sich am Ende den Kopf und sagt, wir wägen das jetzt gegeneinander ab und wir denken, dass die Auslieferung gerade noch erlaubt ist, aber natürlich haben wir die Pressefreiheit auch berücksichtigt und das landet dann irgendwann mal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der sagt, ihr merkt doch, die haben irgendwie alle Prinzipien des fairen Verfahrens beachtet und haben es sich sehr schwer gemacht und da wollen wir denen jetzt nicht irgendwie dazwischen fahren, in die Parade fahren. Aber stattdessen halt eine Serie von, also wirklich eine Serie von Ungereimtheiten am Anfang und dann jetzt auch von Verfahrensverstößen, wo man sich ernsthaft fragt, also ich weiß nicht, ob man da, also das Verhalten der Richterin ist, also auch, man muss kein Kenner des englischen Prozessrechts sein, um zu sagen, dass das eine Anklageänderung praktisch einen Tag vor Prozessbeginn und auch eine ziemlich wichtige Anklageänderung es zumindest dazu führen muss, dass die Sitzungen einfach verschoben werden, damit er sich mit seinem Anwaltsteam beraten kann. Also es ist das Normalste der Welt. Es ist eigentlich so eklatant und springt auch jedem Strafrechtler so ins Auge, dass ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, was da läuft. Und genau dasselbe mit der Herstellung der Öffentlichkeit. Das ist auch absolut absurd. Und das sind vor allem alles Verstöße, die natürlich dann nachher auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerügt werden können. Deswegen kann ich kann es tatsächlich gerade nicht nachvollziehen. Aber wir haben halt das Glück, dass das Ganze in Corona-Zeiten passiert. Weil ich meine, ganz so dramatisch schlimm, wie ihr die Presse beschreibt, sehe ich das nicht. Da hat auch in den USA letztes Jahr ein Umdenken stattgefunden, weil interessanterweise war ja das erste Auslieferungsbegehren nicht auf den Espionage Act, also das Masterpiece von politischer Verfolgung gestützt, sondern auf vergleichsweise geringfügige Verstöße. Daraufhin haben dann auch viele liberale Medien gesagt, naja, ist doch nicht so schlimm, die wollen es nicht so hart angehen. Und als dann auch im Frühjahr 2019 die zweite Anklage kam,
gestützt auf dem Espionage Act, haben auch Leute wie zum Beispiel Masha Gessen im New Yorker gesagt, das geht nicht. Also like him or don't like him, also man muss ihn nicht mögen, man kann ihn politisch kritisieren, aber jetzt geht es um das Prinzip und er muss verteidigt werden. Und dem sind halt viele, auch liberale Medien beigepflichtet und ich glaube, das ist das Schlimme gerade, dass er halt dramatisch unter der Corona-Krise leidet und droht, unter die Räder zu kommen. Und deswegen sind natürlich auch jede Art von Solidaritätsbekundung so wichtig. Und, ja, eben, aber genau trotzdem beharre ich darauf, dass die Presse eben 10 Jahre lang wirklich eine Schmierenkampagne angeführt hat. Es gab natürlich immer auch Ausnahmen, auch Journalisten, die sich für ihn eingesetzt haben, aber das war deutlich die Minderheit. Also man kann sagen schon, dass dann irgendwann auch meiner Meinung nach, also selbst bei mir selber, ich kenne den ziemlich gut, ich habe ihn Dutzende Male besucht in der Botschaft, und habe ihn auch 4 Monate bevor er verhaftet wurde zum letzten Mal gesehen, kurz irgendwie um Weihnachten rum, und im April ist er dann verhaftet worden und da hat er das schon gewusst, ne, was passieren wird, und da muss ich auch dazu sagen, das war irre, weil die hatten ihm schon die Heizung abgedreht, der saß mir gegenüber in einer Daunenjacke und hat gefroren, und also der Morales hat, also der neue Präsident, sogar gehofft, dass er vielleicht selber aufgibt und die Botschaft verlässt, damit er ein Gesicht wahren kann, aber das hat er natürlich nicht gemacht. Und dann haben ihn da rausgezerrt. Da hat er schon zu mir gesagt, die haben mich verkauft, weil da hatten die gerade einen neuen Deal, eben einen riesigen Milliardenkredit bekommen, ne, von den USA. Und er war Teil dieses Paktes sozusagen. Und naja, worauf will ich hinaus? Also selbst bei mir, ich kenne den wirklich gut und ich schätze ihn auch und ich empfinde ihn als Freund und kam mit ihm auch immer sehr gut klar. Ich habe trotzdem wie so ein Doppeldenk von George Orwell von 1984 im Kopf, so eine Gespaltung, dass es für mich sogar eine Person gibt, eine virtuelle, ja, also eine fiktive Figur, Julian Assange, die diese ist, über die ich immer in der Presse gelesen habe. Und das ist total irre. Also wenn es mir schon so geht, die ich ihn kenne, wie wird es dann Leuten gehen, die ihn nicht kennen? Also was für ein Bild haben die im Kopf? Und wie will man jetzt, also selbst wenn du sagst, die haben gesagt, ja, selbst wenn ihr ihn nicht mögt, ja, warum mögen ihn denn die Leute nicht? Also das ist ja das Ding. Das warum denn nicht? Außerdem, das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Also ich finde überhaupt diese Frage, wer ihn jetzt mag oder nicht, also fragt man sich das bei Nawalny? Ne? Also ich finde, das ist schon, regt mich persönlich sehr auf, und weil man kriegt jetzt einfach die Massen nicht mobilisiert, und das ist das, was man braucht. Also man braucht einerseits eine Mobilisierung der Massen, und dem vorausgehen müsste eigentlich eine konzertierte Aktion aller großen Zeitungen, die jahrelang von ihm profitiert und mit ihm zusammengearbeitet haben. Spiegel, New York Times, El País, Le Monde, alle Großen, die müssten eine konzertierte Aktion machen und gemeinsam aufstehen. Dann könnte man vielleicht noch was machen, ne? Also das ist meine Meinung. Ich möchte noch mal auf die politischen Aspekte und das politische Spiel, was da mit diesem Prozess getrieben wird, zurückkommen. Gregor, du hast Trump schon angesprochen. 2016 im Wahlkampf hat Trump ja noch verkündet, I love WikiLeaks, und hat ja selber Veröffentlichungen über die Kampagne der Demokraten selber eingebunden in seine Kampagne. Davon ist jetzt nicht mehr so richtig viel zu spüren. Was ist denn da das direkte Interesse der Trump-Administration? Wolfgang, kannst du dir das daraus einen Reim machen? Zum Glück habe ich keinen Zugang zu dem und will auch keinerlei Verständnis dafür aufbringen. Also Fakt ist, dass es durchaus Diskussionen darüber gab, also im Falle von Edward Snowden, dass man zu irgendeiner Art von Verhandlungslösung kommt. Das ist ja auch bekannt geworden. Es sind spezialisierte Anwälte in Washington damit beauftragt worden. Und das ist aber, und das kann ich aus der Entfernung sagen, weil ich das nur aufgrund von Pressemitteilungen weiß, es ist halt von dem Sicherheitsapparat geblockt worden, weil die natürlich Angst hatten, dass wenn so jemand nicht genügend bestraft wird, dass das natürlich dann Vorbildfunktion hat. Vorbildfunktion hat es, glaube ich, sowieso, weil er einfach dadurch, dass er jetzt eben in Moskau sich frei äußern kann, sicherlich sehr viele Leute inspiriert. Aber
Wir haben ja auch gar nicht kommentiert, was Trump da vor 2 Wochen gesagt hat, dass er laut über eine Amnestie nachgedacht hat. Ist schön, dass er darüber nachdenkt, ist schön, dass er das Wort unfaires Verfahren in den Mund genommen hat. Unfaires Verfahren bedeutet nämlich ein Verfahren nach dem Espionage Act, demselben Gesetz, dem auch die Anklage gegen Julian Assange zugrunde liegt. Und das ist unter mehreren Aspekten unfair, weil du hast nämlich überhaupt keine Möglichkeit, dich da angemessen zu verteidigen. Natürlich muss es im Sinne eines Whistleblower-Schutz darum gehen, also nicht jeder, der Geheimnisse verrät, ist ein geschützter Whistleblower, aber diejenigen, die Geheimnisse verraten, um Verfassungsgüter zu schützen und ganz uneigennützig mit guter Motivation, müssen natürlich anders behandelt werden als die Raketencodes für 10 Millionen an Nordkorea verkaufen. So, aber nach diesem Espionage Act ist es vollkommen egal, ob du das eine oder das andere gemacht hast. Schlimmer noch, du darfst es noch nicht mal im Gerichtssaal laut sagen, warum du es gemacht hast. Also du darfst gar nicht über die subjektive Seite, die natürlich eine große Rolle spielt im Strafprozess. Also wir reden ja von Schuld. Und wie will man Schuld bemessen? Anders als damit, dass man beurteilt, was hatte der eigentlich für ein Motiv, was hat der gewollt. Und genau diese ganze Verteidigungslinie ist halt komplett abgeschnitten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es halt so eklatant hohe Strafen drohen, dass das auch dann unter dem Gesichtspunkt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sehr spannend werden kann, weil nämlich menschenunwürdig hohe Strafen nach europäischem Recht verboten sind. Also auch unter dem Aspekt und dazu natürlich dann diese ganzen Verfahrensstöße, die sich jetzt so ansammeln. Man darf nicht vergessen, der wurde überwacht von der Sicherheitsfirma, die ecuadorianische Regierung unter dem neuen Präsidenten Moreno beauftragt hat. Und das Material das muss noch nachvollzogen werden, halt in den Händen von US-Geheimdiensten gelandet, inklusive natürlich auch von Besprechungen, die dort mit Anwälten stattgefunden haben. Auch das ist verfahrensrechtlich natürlich sehr interessant. Also es ist klar, es widerspricht jedem Prinzip von Fairness, wenn du sozusagen den du vor Gericht stellen wirst, vorher belauscht über seine Verteidigungsstrategien. Also deswegen mir ist es nicht ganz klar, wie die Briten das Gesicht wahren wollen. Ja, es ist ein ganz ähnlicher Fall wie von Daniel Ellsberg, der ja die Pentagon Papers geleakt hat und er ist ja freigesprochen worden aufgrund der Tatsache von ganz ähnlichen Sachen, dass Nixon hat halt sozusagen bei seinem Psychologen einbrechen lassen, um Dreck über ihn sozusagen rauszufinden und ähnlich wie diese Überwachung, die ja noch viel weiter gegangen ist von Julian Assange. Also da wurde auch zum Beispiel eben sein Recht mit Anwälten verletzt und so weiter. Die Ärzte auch. Genau, und das wurde jetzt auch vor Gericht verhandelt eben und da sieht man auch den Unterschied von wegen, also geschichtlich, was das für ein Unterschied war. Also als das bekannt wurde, ist der Fall sofort zusammengebrochen. Also dem Daniel Ellsberg hätten auch, weiß ich nicht, 170 Jahre Knast gedroht, aber da war alles vorbei und letztendlich führte auch der ganze Watergate-Skandal und alles, was da dran hing, ja zum Rücktritt von Nixon. Und heute wird das ganz Ähnliches da verhandelt. Erstens schreibt keiner wirklich drüber, es passiert nicht viel, also und schon gar nicht wird der Fall fallen gelassen. Also da sieht man schon mal auch das, was Gregor Gysi vorhin meinte, dass es so einen allgemeinen Shift hingibt zu autoritären Strukturen, weg von Demokratie und daran zum Beispiel kann man das auch erkennen, ja, wie die Maßstäbe sich verschoben haben. Was mich mal interessiert, ist Folgendes. Also wenn rechtskräftig die Auslieferung von Großbritannien beschlossen wird an die USA, kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das aufhalten oder kann er nur im Nachhinein, nachdem der ausgeliefert ist, feststellen, dass die Menschenrechte verletzt wurden? Na, erstmal hat ja Julian Assange noch, ich glaube, 2 Instanzen in Großbritannien selber, 2 oder 3. Und dann kommt es natürlich darauf an. Also im Grunde genommen müssen sie dann sozusagen der Menschenrechtsbeschwerde vor Straßburg so eine Art aufschiebende Wirkung geben. Und ja, im Grunde genommen ist gut, aber wenn es im Gesetz nicht geregelt ist in Großbritannien, weiß ich nicht, ob sie sich danach richten. Denn als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, dass Strafgefangene ein Wahlrecht haben müssen, haben sie gesagt, das machen sie einfach nicht. Punkt. Es ist jetzt nicht mein Hauptanliegen, aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat festgestellt, dass das Verbot, dass Strafgefangene wählen dürfen, das Menschenrecht verletzt. Und das hat sie nicht interessiert.
Das macht mich so stutzig. Deshalb kann ich mir übrigens gut vorstellen, den Fall Assange können Sie nicht einfach abschmieren, den müssen Sie verhandeln und entscheiden, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ich weiß bloß nicht, wie sehr das vorher Großbritannien beeindruckt. Naja, die Anwälte können natürlich, das wird jetzt sehr juristisch, aber nach Artikel 39 vorläufige Maßnahmen beantragen. Und also es gibt schon noch Möglichkeiten, aber es besteht ja im Moment auch eine reale Gefahr, dass Großbritannien sich in bestimmten Angelegenheiten aus dem europäischen Menschenrechtssystem zurückzieht. Das haben Sie ja auch schon bezeichnenderweise anlässlich der Kriegsverbrechensvorwürfe im Irak erörtert und das schon unter Theresa May. Haben Sie gesagt, in Fragen der nationalen Sicherheit und der Verteidigung lassen wir den Gerichtshof nicht mehr entscheiden. Aber dann wird Russland auch austreten und Sie sind so froh, dass Sie Russland ja, klar, drin haben. Und wenn die Großbritannien austritt, lösen Sie das Ganze auf. Punkt. Genau. Das ist das Interessante, also dass sozusagen selbst die Türkei und Russland bei allen Menschenrechtsverletzungen, die dort begangen werden, sich immer noch wieder und wieder verurteilen lassen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die beiden meistverurteilten Länder. Und dann gibt es natürlich immer den Streit um die Umsetzung. Aber es ist nicht so, dass das System jetzt schon zusammengebrochen wäre, sondern auf eine Weise funktioniert es noch. Wir haben auch große Kritik daran, aber es funktioniert noch. Aber wenn Großbritannien oder andere große westeuropäische Staaten sich zurückziehen, bricht es zusammen. Und das ist eine reale Gefahr. Und deswegen geht es halt tatsächlich um viele Prinzipien hier auch in dem Fall. Da möchte ich nochmal anknüpfen an das, was Angela gerade auch mit dem Vergleich mit den Pentagon Papers gebracht hat. Da gibt es ja interessante Parallelen und interessante Unterschiede. Also schon alleine erstmal der faktische Unterschied, dass heute für solche umfassenden Leaks man nicht mehr monatelang, nächtelang irgendwie heimlich Dinge kopieren muss. Das funktioniert natürlich heute schon mal anders. Das ist schon mal das eine, was natürlich auch eine Form von Kontrollverlust für die Geheimdienste insgesamt bedeutet. Aber trotzdem ist ja auch der Unterschied, den du gerade schon angesprochen hast. Damals haben die Aufdeckung von Geheimdienstaktivitäten, die sich in diesen Prozess eingemischt haben, waren ein gigantischer Skandal. Und heute haben wir ja auch nun schon längst Kenntnis darüber, dass es auch umfassende Geheimdienstaktivitäten im Umfeld dessen gibt. Nur mal ein kleines anekdotisches Beispiel. Auch Veranstaltungen in Deutschland, die sich mit diesem Thema befasst haben, wie die heute hier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung beispielsweise sind observiert worden. Also das ist nun nicht das Schlimmste, aber um mal zu verbildlichen, wie weit das geht. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden hatten wir eine breite Debatte über die Geheimdienste, über den Kontrollverlust über die Geheimdienste und ihre Aktivitäten. Da tat auch die Bundesregierung sehr schockiert. Hat sich da in der Diskussion an den Verhältnissen zu den Geheimdiensten seitdem nachhaltig was verändert, Gregor? Nein, das glaube ich nicht. Aber er war ja kein Journalist. Das ist der Unterschied zu Assange. Den muss man natürlich sehen. Insofern ist seine Strafverfolgung eine Idee berechtigter im formaljuristischen Sinne. Nur, dass Russland ihn aufgenommen hat und dass er jetzt natürlich international anders verteidigt wird. Das Problem ist, wann darf denn ein Geheimdienstler seinen Geheimdienst verraten, weil er ein Wissen hat, von dem er meint, dass es, wenn er es nicht veröffentlicht, schadet es seinem eigenen Land und vielen anderen Ländern. Das ist eine spannende Frage, die eben kein Richter gerne entscheiden will. Aber im Kern geht es darum, wenn du im Geheimdienst arbeitest, von meinetwegen sogar, du bist jung und denkst, du machst da was Großes, alles ist im Interesse der USA. Und dann stellst du plötzlich fest, was die für üble Sachen machen und Praktiken und dass sie die Interessen deines Landes in Wirklichkeit verletzen, auch wenn sie immer meinen, es sei für das Land. Wann bist du denn berechtigt zu sagen, ich mache hier nicht mehr mit und kann dann wirklich dafür lebenslänglich kriegen? Oder muss man einen anderen Weg finden. Man muss ja diesen persönlichen Konflikt sehen. Und da war die Bundesregierung ja erst sehr zögerlich und hat auch geholfen, Snowden. Und die haben auch Russland nicht richtig dafür verurteilt, dass sie ihn aufgenommen haben. Aber inzwischen war es dann so, dass die USA wieder darauf drängte, und ich habe Ihnen ja vorgeworfen, so ein gewisses Vasallentum gegenüber den USA. Sie geben dann immer wieder nach. Und das liegt daran, dass Sie immer noch denken wie im Kalten Krieg.
Also im Kalten Krieg ging sie ja davon aus, dass die USA sie schützt. Deshalb finden ja auch Merz und Gabriel und die alle das so wichtig, dass US-Atomwaffen und US-Soldaten in Deutschland sind. Sie haben nicht begriffen, dass wir in einer völlig neuen Zeit leben. Trump hat gesagt, er will eine so kleine Atombombe bauen, dass er die abwerfen kann, ohne dass sein Nachbarland beschädigt wird. Nur mal eine Sekunde lang sich vorzustellen, so eine kleine Bombe wird uns von Russland abgeworfen. Dann muss Putin die Atomwaffen in Deutschland zerstören. Hat gar keine andere Chance. Das heißt, wir wären dann der Adressat der Angriffe. Das soll unsere Sicherheit erhöhen. Ich kann nur sagen, die sind irgendwie alle durch Nacht- und Nebelaktionen gegangen. Die haben überhaupt die neue Zeit nicht begriffen. Die denken immer noch wie in den 70er, in den 60er Jahren, was völlig daneben ist. Und dann die Tendenz zum Abbau von Grundrechten. Die Tendenz zu autoritären Strukturen. Und warum? Weil das Autoritäre als effizienter gilt. Man kann schneller was durchsetzen. Also der Erdogan sagt was, das macht er auch nächste Woche. Bei uns wird natürlich 1,5 Jahre gequatscht, bevor was passiert. Das geht den Leuten auch auf die Nerven. Das wird genutzt, um das Autoritäre scheinbar attraktiv zu machen. Ich habe mal zu einem Türken, der Erdogan gewählt hat, gesagt, der macht doch Sachen, die du willst. Sagt er. Sag ich, was machst du denn, wenn er Sachen macht, die du nicht willst? Du kriegst ihn nie wieder abgewählt. Und dann verdrehte er seine Augen. Ich meine, ob es wirklich zum Nachdenken geführt hat, weiß ich nicht. Also mir ist bei all dem ziemlich unwohl. Nein, das Verhältnis zu Geheimdiensten hat sich nicht geändert. Es gibt immer wieder neue Versuche. Wir haben ja so einen Geheimdienstausschuss, aber die sind ja zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet. Ich glaube aber, dass sie denen gar nicht die Wahrheit sagen, weil sie weder an deren Verschwiegenheit nicht glauben, weil da auch einer von unserer Fraktion dabei ist, etc. Und deshalb gibt es keine wirkliche Kontrolle. Punkt um. Und wenn dann einer zu weit geht, wie Maaßen, aber der Seehofer hat ihn verteidigt und verteidigt und verteidigt, aber irgendwann musste er dann doch gehen, weil er praktisch wie AfD war. Und der Verfassungsschutzchef von Thüringen hat ja nachher in rechtsextremen Blättern sich geäußert. Was ich bei Ramelow genial fand, war, dass er den Generalsekretär des Zentralrats der Juden zum Chef des Verfassungsschutzes gemacht hat in Thüringen. Der ist so anders gestrickt. Ich weiß gar nicht, wie die da mit dem zurande kommen. Der kommt immer einmal im Jahr zu mir und hält Rechenschaft. Das finde ich auch sehr vernünftig. Das sollte dabei bleiben. Aber es ist der Einzige. Sonst kommt natürlich keiner. Naja, es geht ja also das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass es natürlich nicht nur um Geheimdienste geht, sondern es geht natürlich auch um die Digitalisierung und die Monopolisierung des Datengeschäftes durch einerseits den Staatskapitalismus, Überwachungskapitalismus in China und andererseits natürlich durch die an der US-amerikanischen West Coast angesiedelten Firmen. Und die sind natürlich nur so gut oder so schlecht im Datensammeln, wie wir alle mitspielen und wie wir alle das zulassen. Und das ist bekanntlich jetzt nicht unbedingt die Stärke der meisten von uns, da irgendwie zumindest die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. Und das andere ist, und ich meine, ich glaube schon, dass es eine Zeit vor und nach den Snowden-Enthüllungen gibt, weil vorher haben nur so sinistre Gestalten wie unser Chaos Computer Club und Julian Assange die Phänomene schon ähnlich beschrieben, wie sie dann durch die Snowden-Enthüllungen bestätigt wurden. Aber das Problem ist natürlich, dass es unglaublich komplex und schwer verständlich ist und dass die politische Aufmerksamkeit von Thema zu Thema irgendwie hüpft. Und dass wir, ich sage jetzt mal als Linke, nie so besonders erfolgreich waren bei Themen wie Überwachung, Rechtsstaatlichkeit, eine Aufmerksamkeit, ein politisches Interesse und aber auch eine politische Handlungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Das heißt, da würde ich nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern da geht es schon auch um uns und darum, wie wir in der Lage sind, Opposition gegen diese absolut bedrohlichen Mechanismen zu entwickeln. Naja, eben weil ein ganz starkes Mittel gegen autoritäre Strukturen ist natürlich Transparenz.
Also weil die Voraussetzung ist ja immer die Geheimhaltung und das Operieren hintenrum und so weiter. Das ist eine Grundvoraussetzung von autoritären Regimes und Staaten und Strukturen. Und das heißt, das einzige Mittel dagegen ist ja Transparenz. Und heute, das hast du ja vorhin auch gesagt, ist es ja sehr viel schwieriger geworden, eben Geheimnisse zu wahren, weil da ja auch ein riesen bürokratischer Apparat dranhängt durch die Digitalisierung. Also einerseits war es für Chelsea Manning und für Snowden sehr leicht, unglaubliche Mengen an Datensätzen zu generieren. Eben, also Daniel Ellsberg musste wochenlang kopieren und dann alles wieder zurücklegen und so. Die konnten halt das einfach drauf kopieren, relativ schnell auf den Datensatz und mitnehmen und Hunderte von Tausenden von Dokumenten. Ja, die sind ja bis heute noch nicht durchgelesen übrigens. Macht ja keiner. Also und das heißt, wir sind in einer interessanten Zeit, wo es einerseits diese Tendenz zu autoritären Strukturen zurückgibt und gleichzeitig ist das System sehr, sehr vulnerabel, also sehr fragil durch die Digitalisierung. Also zum Beispiel, ich habe Snowden auch interviewt in Moskau und dann hat er mir erzählt, dass Leute diese sogenannten Geheimnis... Zugänge, ja, also diese Clearances. Also er hatte Top Secret und Secret. Secret Clearance hatten mit ihm zusammen 5 Millionen andere Menschen und Top Secret, glaube ich, 1,4 Millionen noch. Das heißt, er ist einer von Millionen Leuten, die das gewusst haben, dass es diese Massenüberwachung gibt. Und die gute Nachricht ist, es reicht ja einer. Also müssen ja nicht alle machen. Aber trotzdem fand ich das erstaunlich, als er mir das gesagt hat. Ich dachte so, warum denn? Und er sagte, naja, die ganze Bürokratie dahinter, ja. Und das, was du sagst, ist richtig. Assange hat mir schon erzählt, bevor Snowden das bewiesen hat, vor Jahren hat er mir erklärt, dass der amerikanische Sicherheitsapparat, der hat das verglichen mit einem Körper, der eine Leber hat. Der meinte, man braucht natürlich die Geheimdienste, eben für die nationale Sicherheit, ja, und so weiter. Und die sind wie so eine Leber, die halt arbeitet, um den Körper zu schützen, ja, zu entgiften und so weiter. Nur wenn die zu groß wird, zu aufgebläht wird, hat man irgendwann halt Leberkrebs, wenn sozusagen die ganzen Ressourcen nur noch in diesen Apparat gehen. Und das ist auch etwas, was verschiedene Whistleblower auch vor Snowden schon enthüllt haben, wie Bill Binney, Thomas Drake und so weiter, wie dieser Apparat korrumpiert worden ist. Auch seit dem 11. September fing dieses Wachstum an. Ne? Und es ist interessant, weil damals wurde Assange eben auch als Paranoiker in der Presse verlacht. Er hat ein Buch darüber sogar gemacht und ein Jahr später haben die Enthüllungen das alles bewiesen. Aber es ist eben interessant, dass ich glaube halt, dass es genau deswegen ein Informationskrieg ist, weil die gerade merken, dass es wahnsinnig schwer wird, in Zukunft überhaupt Geheimnisse zu wahren. Das lässt sich nur sehr schwer aufrechterhalten, dieses Niveau. Aber wenn man sozusagen autoritär operieren will, dann wird es halt, dann geht das eben nicht. Und das ist im Moment sozusagen diese interessante Transformationsphase, wo es darum geht, also werden wir eine transparente Gesellschaft, wo Regierungen, Institutionen und so weiter transparent sind, dann leben wir eigentlich in einer freien, idealen Welt. Aber der Bürger im Gegenteil eben nicht transparent und durchsichtig ist, was im Moment gerade umgekehrt ist. Ja? Also ich habe ja... als die ganze Computerentwicklung anfing, gedacht zunächst, das stärkt deshalb die Demokratie, weil diese Entwicklung ein Herrschaftswissen nicht zulässt. Genau, ja. Das Herrschaftswissen wird immer offen. Eine Diktatur kann nur funktionieren, wenn du Herrschaftswissen hast. Eine Diktatur ist am Ende, wenn alle alles wissen können. Das geht nicht. Deshalb zum Beispiel, als ich in Nordkorea war, durfte es ja nicht mein Handy haben und so weiter. Völlig klar, weil sie genau das verhindern wollten. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Aber trotzdem interessant, dass dann die Social-Medien auch wieder das Gegenteil aufgebaut haben. Also, dass du wieder das Gefühl hast, dass sie Demokratie abbauen in gewisser Hinsicht. Natürlich nicht nur durch falsche Nachrichten, sondern weil du nicht mehr in der Lage bist, nachzuvollziehen, was wahr und was unwahr ist. Aber wenn wir Transparenz hätten überall, dann gäbe es auch keine Fake News, weil dann kann man ja sozusagen alles nachprüfen. Nur das ist eben nicht gegeben. Fake News kannst du auch machen, wenn du sehr transparent bist. Also, und das heißt ja nicht, dass jeder den Zugang hat und den findet, etc., etc. Das ist, glaube ich, schon für Einzelne ungeheuer kompliziert. Und man merkt es jetzt ja auch bei Corona und Gegner von Maßnahmen. Und alle haben ihre Theorien. Wir haben jetzt ja 80 Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland. Wenn ich die Männer nehme, 40 Millionen Bundestrainer haben bei Fußball-Weltmeisterschaften, das ist auch klar. Aber trotzdem
muss ich meine Meinung etwas revidieren. Also mein Demokratieschub, den ich erwartet hatte, weil es Herrschaftswissen in diesem Sinne nicht mehr gibt, der kommt nicht so recht zustande. Aber wahr ist, einer kann vieles anrichten. Und das ist das Problem für die USA und auch für Großbritannien, ob sie das dulden. Nur ich meine, was macht der denn? Der hat jetzt doch Jahre gesessen. Ja? Nur ist ja auch mal gut. Ich meine, selbst bei Mördern sagen wir nach 15 Jahren in der Regel, er kann jetzt wieder nach Hause gehen. Also, nee. Naja, aber das ist ja genau der Punkt, um eben das abzuschrecken, weil es reicht ja, wie wir gesehen haben, einer von mehreren Millionen, die dann den Mut haben und irgendwie den Anstand aufzustehen, reicht ja einer, aber das muss genau verhindert werden. Dieser eine ist schon zu viel. Und deswegen ist das eben so. Deswegen machen die jetzt richtig klein. Jani, du hast Hummel, du möchtest ergänzen, glaube ich. Ja, bitte. Zum Beispiel diese Staatssicherheit, Staatsgeheimnisse und viele Whistleblower in den Drohnenprogrammen und so weiter hat er immer wieder beteuert, dass es eine Überklassifizierungskult in den USA gibt, die natürlich auch diese Zirrhose quasi hervorgerufen hat in den USA. Auch Sachen, die nicht unbedingt eingestuft werden müssen, ist einfach nur eine Einstufung, Klassifizierung, um eine Kultur von Geheimnis quasi. Und wie Chelsea Manning schon erwähnt hat, was du mehrmals erwähnt hast, das sind Millionen von Menschen, die Zugang haben. Und es wurde auch in der Anklagepunkt kläglich gescheitert, dass die haben versucht zu beweisen, die Ankläger, dass aufgrund diesen Verschwörung, niemand ist zu Schade gekommen, niemand ist gestorben. Das war immer dieses, WikiLeaks hat Blut auf den Händen, zum Beispiel, das hat nicht geklappt bei den Evidenzen, die vorgebracht worden sind. Und die USA hat keine richtige Aufsicht von der Geheimdienste, das hat man auch festgestellt. Und dazu kommt, dass man unter Espionage Act und all diese Whistleblower werden mehr oder weniger unter die Espionage Act angeklagt, weil das ist ein Totschlag. Das öffentliche Interesse-Argument, was du versucht hast zu erklären, ist denen verwehrt. Das dürfen die nicht sagen, nein. Zum Beispiel ein Snowden hätte sagen müssen oder vortragen können, dass es gegen das Verfassung, das ist komplett illegal, diese anlasslosen Massenüberwachung. Und er wurde bestätigt, denn vor ein Gericht vor kurzem, er hat Recht gehabt. Und deswegen ändert sich ein bisschen diese Sicht auf Snowden, weil er hat versucht zu sagen, hier, ihr habt das Gesetz gebrochen. Ja? Und wie du schon meintest, ja, der Quelle und der Journalist oder der Verleger und der Quelle. Okay, dann müssen wir über Whistleblower-Schutz dann reden. Auch und nicht nur die Pressefreiheit, ja, weil beiden müssen geschützt werden und besonders in so einem Ausmaß von öffentlichem Interesse. Aber die Pressefreiheit schützt nur Journalistinnen und Journalisten, nicht alle. Aber es gibt natürlich noch was. Je mehr Geheimnisse ein Staat hat, desto transparenter wird er, weil sich das nie einhält. Wenn du wirkliche Geheimnisse hast, muss das ganz wenige Dinge sein und da müssen dann alle wirklich zittern, falls sie das jemals bekannt geben. Wenn du so einen Haufen hast in der DDR, auch vertrauliche Verschlusssache war eine Selbstverständlichkeit für fast alles. Und dann gab es aber auch geheime Verschlusssachen. Sowas habe ich nie gesehen. Die waren dann rot und so. Ich habe keine Ahnung. Also das heißt, die vertraulichen Verschlusssachen waren nie vertraulich. Die wurden immer verbreitet, weil es ja wieder Hunderttausende waren, die das wussten. Und das beherrscht ein Staat nicht. Wenn er so viele Geheimdienste hat, die immer wachsen und immer mehr wachsen, dann macht er fast alles geheim und damit passiert es eines Tages, dass es offen wird. Natürlich brauchst du immer einen Mutigen oder eine Mutige, aber in der Regel gibt es die irgendwann. Und deshalb ist das Schicksal von Snowden als Assange so wichtig, weil das ja ein Maßstab für alle ist, die an solche Geheimnisse herankommen. Auch für Journalistinnen und Journalisten ein Maßstab ist. Das wissen die USA, das weiß Großbritannien, das weiß auch die Bundesregierung, das wissen alle. Und sie verhalten sich wenigstens fahrlässig, wenn nicht gar vorsätzlich dazu. Ich meine, die Bundesregierung fahrlässig, nee, auch nicht fahrlässig, auch vorsätzlich. Indem sie dazu viel zu wenig Stellung nehmen und die Gefahren nicht sehen, die zum Beispiel auch für unsere Grundordnung darin zu sehen ist.
Nun klingt das alles so, als sind das Abwehrkämpfe, wo wir eigentlich ganz frohen Mutes sein können, dass die sich irgendwann erledigen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir ja diese mutigen Menschen. Und deswegen ist meine Frage, was müssen wir denn tun, um den Whistleblower-Schutz in unserem Wirkbereich stärken zu können, um verhindern zu können, dass es überhaupt zu so einer Situation kommt, wo Menschen in der Form unter Druck gesetzt werden können. Was sind denn die Hebel, die die deutsche Politik beispielsweise an der Stelle hätte? Da frage ich jetzt mal dich, Wolfgang. Ja, also Whistleblower ist halt nicht gleich Whistleblower. Ja. Also ist klar, es ist immer sozusagen eine Interessensabwägung, die da erfolgen muss. Ich möchte ja auch nicht, dass alles, was ich so mache, veröffentlicht wird. Ja. Aber du bist ja auch kein Staat. Ich bin auch kein Staat, ich weiß, aber deswegen... aber ich bin Bundestagsabgeordneter und geknackt worden. Nein, aber ich meine, es geht... Das ist vielleicht lästig. So, und das heißt, man muss bereichsspezifisch, und es passiert ja auch zum Teil im Arbeitsrecht, man muss es für den Bereich nationale Sicherheit im Beamtenverhältnis jeweils besonders regeln. Und das Problem ist halt, dass auf europäischer Ebene zwar bestimmte Prozesse angestoßen wurden, vor allem dann nach den Snowden-Enthüllungen gab es die großen Anhörungen im Europaparlament und auch im Europarat. Aber dann ist viel zu wenig passiert. Aber über eins müssen wir uns klar sein. So gut wie der Whistleblower-Schutz ist, der hilft dann vielleicht nochmal jemand, der in einem Chemiekonzern arbeitet und der dann irgendwann mal kommt und sagt, pass auf, da wird ein weiteres Giftgemisch nicht nur nach Indien verkauft, sondern auch hier bei uns. Und erst dann wird es ja schlimm. Und dann greift vielleicht diese Whistleblower-Gesetzgebung, ja, aber für den Bereich, über den wir hier reden, brauchen wir uns noch nicht vorzumachen. Also es ist nicht neu. Also Leute, die Geheimnisse dieser Art verraten, wurden bei uns vor 90 Jahren ins KZ gesteckt und ermordet. Ja. Und die wurden in anderen Ländern, werden die auch ermordet. Das heißt, also da kommen wir mit einem gesetzlichen Whistleblower-Schutz auch nicht so weiter. Es muss ihn natürlich geben, logisch. Ja. Es muss sozusagen vernünftige, faire, nicht nur Gesetze, sondern dann auch Verfahren geben. Und daran mangelt es ja bei beiden, bei Snowden und bei Assange. Aber genauso muss es halt vor allem auch eine kritische Öffentlichkeit geben, die den nötigen Druck entfaltet. Und dann nochmal, also ich meine, es ist wichtig, dass wir über diese zwei Personen reden, ja, aber es geht ja auch darum, dass politische Prozesse in Gang kommen. Und da sind wir alle gefragt. Also das Schlimmste fand ich immer in der ganzen Zeit ein Bett für Snowden. Ja, fuck. Dafür hat er doch nicht seine Existenz aufgegeben und ist nach Moskau ins Exil gegangen, um eines Lebens oder zumindest eines sehr hohen Risikos willen, damit in Berlin die Alternativen und Linken sich ein Bett für Snowden irgendwie an die Türe pappen. Nein, warum der das gemacht hat, ist, weil er wusste, dass er ein bestimmtes Risiko läuft. Er hat das Risiko wissentlich in Kauf genommen und er wollte, dass sich dadurch etwas verändert. Und verändern kann er das alleine nicht. Und das ist für mich eben sozusagen so eine gefährliche Tendenz an dieser Diskussion, also wo ich weiß, dass die beiden das ganz bestimmt nicht wollen, dass wir sie auf irgend so ein Podest irgendwie stellen und sagen, diese mutigen Leute, natürlich sind die mutig, keine Frage, aber die haben das gemacht, damit wir uns auch bewegen und nicht sozusagen sie da oben irgendwo haben und einerseits ein Bett und andererseits Solidarität und fürchterlich. Nein, wir müssen selber viel aktiver werden, auch wenn es mit diesem Thema sehr schwierig ist. Ich würde dazu ergänzen, ich sehe das aus einer anderen Sicht. 2018 wurde diese Richtlinie beschlossen in der EU zum Beispiel und alle EU-Länder müssen bis März nächstes Jahres quasi das umsetzen. Soweit ich das weiß, die Bundesregierung, die Große Koalition hat gemauert und über diese 3 Leitlinien zum Beispiel erstmal intern und dann vielleicht eine ausländische Behörde und dann vielleicht an der Presse zum Beispiel. Muss man sich erstmal vorstellen, wie du so gut gemeint hast. Whistleblowing ist nicht gleich Whistleblowing. Es gibt Kategorien dafür, öffentliche Gesundheit, Nationalsicherheit, Gefahren,
Ja, zum Beispiel in der Corona-Krise hat man auch viele Whistleblower in den Ärztebereich. Es gibt einen Finanz zum Beispiel, Chemiekonzern, wie du schon gesagt hast, in der Industrie. Und deswegen ist es alles unterschiedlich. Eine Nationalsicherheit hat nicht die gleichen Bedürfnisse als eine Nationalsicherheit. Whistleblower zum Beispiel. Aber darüber muss man die Bundesregierung oder für dieses Gesetzentwurf darüber diskutieren und uns engagieren. Was wollen wir mit so einem Whistleblower? Das können wir als in Deutschland selbst gestalten innerhalb von diesen Richtlinien, die schon, das ist sehr allgemeine Framework. Und da würde ich mich hoffen, dass wir viel mehr Debatten zum Beispiel bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder anderswo, was brauchen wir denn? Weil Deutschland ist sehr also hat von den schlimmsten Whistleblower-Schutz in der EU aktuell noch. Und das war schade, das ist alles unter Snowden. Wir haben gehofft, dass es würde den Impuls geben, zum Beispiel nicht nur ein Bett für ihn, sondern Asyl, hallo, Asyl, oder für die Bundesregierung bei der Bundespressekonferenz, ob da eine Asylchance für Assange stünde. Also was heißt unser politische Asylgesetz? Hat es immer noch von Bedeutung oder wird es missbraucht für solche Schreckensszenarien wie in Griechenland zum Beispiel? Da würde ich mir hoffen, dass wir mehr tun für Menschen, die wirklich Leib und Leben riskieren oder sind, jetzt gerade vor diesem öffentlichen Mord in Großbritannien, dass man humanitär interveniert und sagt, unser Gesetz sagt, okay, wir bieten humanitären Schutz oder Asyl zum Beispiel für solche Fälle. Und wir haben wenig Zeit, weil es ist im März, muss es umgesetzt werden. Naja, das Problem ist doch, dass sie noch nie jemandem Asyl gegeben hat von ihren Bündnispartnern. USA, Großbritannien. Also noch nie hat ein deutsches Gericht oder eine Behörde entschieden, ja, der wird politisch verfolgt in Großbritannien oder wird politisch verfolgt in den USA. Das trauen die sich überhaupt gar nicht. Man darf die Bedeutung des Drucks und des Zeitgeistes nicht unterschätzen. Aber du hast gesagt, wir leben in anderen Zeiten jetzt. Ja, das ist wahr. Wir leben, aber es kriegt ja zu wenig mit, weißt du, und deshalb machen sie dann die alten Fehler, anstatt wenigstens neue Fehler zu machen. Das finde ich, sage ich immer auf einer Jugendweihe, dass die Jungen nicht unsere Fehler wiederholen dürfen. Sie müssen eigene begehen. Darauf kann man doch bestehen. Und das passiert nicht. Aber das macht mir eben so große Sorgen, weil gerade unter Trump und die Entwicklung, die wir dort erleben in den USA und auch was jetzt mit Assange passiert, da finde ich ja erstmal löblich, dass die Gerichte in Schweden nicht mitgemacht haben. Die Staatsanwaltschaft wollte ja, und damit sollte das ja einen ganz anderen Zug kriegen. Er wird wegen einer versuchten Vergewaltigung gesucht. Und die Staatsanwaltschaft war ja ganz scharf darauf, das durchzusetzen, aber die Gerichte haben es nicht mitgemacht. Das hat mich wieder etwas beruhigt, ehrlich gesagt. Die wollten sich nicht missbrauchen lassen, glaube ich. Und nun geht es nur noch um das US-amerikanische Ersuchen und das erschwert die Situation natürlich politisch auch für Großbritannien. Also denen wäre das viel lieber gewesen, sie hätten den nach Schweden schicken können, ne? Aber das läuft nicht mehr. Das hat die schwedische Justiz verhindert. Und Deutschland traut sich doch nicht, einem Snowden Asyl zu gewähren. Die trauen sich auch nicht, einem Assange Asyl zu gewähren. Obwohl, wenn das erste Mal passierte, in einem NATO-Land, meinetwegen in Griechenland oder wo auch immer, dass jemandem aus den USA wegen politischer Verfolgung Asyl gewährt wird, das krempelt, ein Beispiel genügt, vieles um. Weil dann kann auch ein anderer Staat nicht mehr sagen, er lehnt das prinzipiell ab, weil dort gibt es keine politischen Verfolgungen. Das ist ja immer das Argument. Und was du gesagt hast, die deutsche Botschaft läuft alles rechtsstaatlich. Sie fühlen sich verpflichtet, das bei Großbritannien zu sagen, selbst dann, wenn sie wissen, dass es nicht stimmt. Und da wünschte ich mir mal eine Regierung mit etwas Mumm, die auch mal weiß, dass man zu Trump Nein sagen darf und die auch mal den Mut hat, so etwas zu wagen, dass ich sage, nee, der ist politisch verfolgt, der kriegt hier Asyl und Punkt. Wenn ich das bei jemandem aus dem Iran mache, mache ich es auch bei jemandem aus den USA, der aus anderen Gründen eben auch politisch verfolgt ist. Aber da müssen wir, glaube ich, noch eine Weile warten, bis wir das erleben. Aber ich will den Druck erhöhen, dass wir das erleben. Und dazu wieder brauchen wir die Medien. Da müssen eben die Medien auch mal sagen, warum kriegt denn kein Asyl? Der ist doch politisch verfolgt in Zeit. Wenn der Spiegel, also was du erzählt hast mit dieser konzertierten Aktion, was wirklich wichtig wäre, wenn die in dieser Richtung argumentierten, ich weiß, welchen
Einfluss das aufs Fernsehen hat. Und wenn du dann darüber Diskussionen im Fernsehen hast, haben wir ja nicht, wenn wir sie mal hätten bei einer politischen Talkshow in dieser Richtung, dann beeinflusst das auch die Regierung. Man darf das nicht unterschätzen. Das Einzige, was die Opposition zum Beispiel kann, ist, sie kann versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Und wenn sich der Zeitgeist verändert, irgendwann muss auch die Bundesregierung das berücksichtigen, weil sie ja irgendwie wiedergewählt werden wollen. Und diesen Druck zu erzeugen, da haben wir bisher alle versagt. Die Medien und die Politik. Das wären ja genau die Dinge, die eigentlich die Lehre wäre, was unsere Aufgabe, glaube ich, als Gesellschaft ist. Mich würde, Angela, noch mal interessieren, weil ich finde interessant, dass du noch mal so einen ganz anderen Blickwinkel hast auf diese Auseinandersetzung. Du setzt dich auf eine künstlerische Art und Weise mit dem Prozess auseinander, aber auch was die Funktion ist von Whistleblowerinnen, von Hackern und Hexen. Wie kann so eine gesellschaftliche Debatte, die jetzt geführt werden muss, von diesen Personen sozusagen entkoppelt werden und zu dieser gesellschaftlichen Debatte werden, die jetzt eingefordert werden muss? Was kann man da jetzt abgesehen von der politischen Debatte oder den Versuch, diplomatische Kräfteverhältnisse zu verändern in der Gesellschaft, wie können wir dort andocken? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe das versucht über Theaterstücke, weil ich glaube, dass Kunst natürlich auch eins der Werkzeuge ist, die man dazu benutzen kann. Nur das führt natürlich dann auch zu Artikeln in der Presse und so weiter. Und ich denke schon auch, also dass das richtig ist. Man kann es wirklich in verschiedenen Bereichen versuchen zum Thema zu machen. Also ich habe das mit meinen Mitteln gemacht und jetzt bin ich dazu übergegangen, vor allem darüber zu schreiben, weil das fast noch effektiver ist. Und ich denke schon, dass das allergrößte Werkzeug ist Öffentlichkeit. Also so wirklich Öffentlichkeit auch von jedem. Also heutzutage kann ja auch jeder sich daran beteiligen, gerade durchs Netz zum einen, aber eben auch die Presse und genau das, was gerade beschrieben wurde mit dem Druck, der da entstehen kann. Also ich denke, das ist wichtig, weil ich habe 10 Jahre wirklich das auch über künstlerische Mittel versucht und dann gelingt das eben auch in einem bestimmten Kreis, aber es ist, man braucht wirklich, glaube ich, den Mainstream und die ganz große Bühne für sowas. Deswegen habe ich das eben, das ist ein bisschen mein Fazit nach 10 Jahren. Und ich glaube, dass man es nicht so ganz von den Leuten entkoppeln kann, weil da kommt natürlich so eine Emotionalität auch rein. Also eben so eine Empathie für jemanden wie Snowden oder Assange. Ne? Und deswegen sind diese Dinge wichtig, weil Leute natürlich durch Emotionen viel gewillter sind, aufzustehen oder so. Das kann man einfach nicht vernachlässigen. Also viele Dinge sind sonst zu abstrakt. Also das ist auch übrigens das Problem von der Massenüberwachung, weil selbst den Klimawandel, da fallen einem ja irgendwelche Bilder ein von schmelzenden Eis und steigenden Wasserpegeln und Bränden und so. Aber zum Beispiel Massenüberwachung, ich habe ja ein Stück drüber gemacht, das war wahnsinnig schwer, weil das was Unsichtbares ist. Es ist total abstrakt. Und deswegen glaube ich, also ohne eine gewisse Emotionalisierung des Ganzen oder so funktioniert es nicht. Also das ist übrigens interessant, nur Bilder kommen bei den Leuten an. Es gab mal eine Hungerkatastrophe, ich glaube in Äthiopien. Und in allen Zeitungen stand, dass man was spenden soll. Naja, das läpperte sich so ein bisschen zusammen. Und dann hat Lea Roos einen Film gedreht. Und plötzlich lief das im Fernsehen. Du hast die hungernden Mütter, die Säuglinge, die nichts mehr aus den Brüsten der Mütter herausbekamen. Du hast sie sterben sehen, Spenden über Spenden. Da ist mir klar geworden, Bilder. Nicht die Schilderung der Tatsache spricht die Leute an, sondern wenn sie Bilder sehen, plötzlich sind sie dann alle nicht, aber natürlich sehr viele bereit zu spenden. Und das ist das, was fehlt. Wir brauchen zum Beispiel Bilder von Assange, dass du richtig siehst, manchmal hast du so ein kleines Foto, dass es ihm wirklich richtig schlecht geht, dass er elend aussieht, dass er, wenn man das verbreitet, also du brauchst nicht nur das Bild, sondern du brauchst dann auch, dass es in allen Zeitungen ist und im Fernsehen ist und so weiter, veröffentlicht wird, dann kannst du eine Emotionalisierung erreichen. Das ist zwar schade, dass man sie braucht, aber man braucht sie. Ohne eine Emotionalisierung bekommst du das nicht hin. Ja, das stimmt absolut. Und übrigens, es wird gerade total verhindert, weil ich war am ersten Tag jetzt, als das anfing, vor 4 Wochen ungefähr, als der Prozess ging, war ich noch direkt vor Ort dort vorm Gericht.
Und da kam dann dieser Wagen, also dieser Van, mit dem da reingefahren wird, mit den geschwärzten Scheiben. Die sind immer geschwärzt und sonst haben sie ja immer geschafft. Also es sind übrigens Russen, die das fast immer hinkriegen, von Ruptly. Die schmeißen sich dann sozusagen auf diesen Wagen und fotografieren so mit einem ganz starken Scheinwerfer da rein. Dann haben sie es immer geschafft, zumindest so ein paar Bilder aus diesem Van zu schießen. Und diesmal traf ich den Typen wieder, weil ich kannte den noch aus dem Februar. Da war der schon ganz stolz und hat immer so geprotzt, dass er hat nämlich auch der einzige, das war eben auch ein russischer Sender, das waren die einzigen, die ausgeharrt haben vor der Botschaft und es geschafft haben, die Verhaftung zu filmen. Da gibt es ja wirklich nur eine Aufnahme von. Und der Typ eben war dann jetzt ganz frustriert und meinte, er hätte es versucht, aber sie haben wohl jetzt das sozusagen von innen mit Metall ausgeblendet, also sozusagen, dass man nicht mal mehr rein fotografieren kann. Genau deswegen, weil man eben verhindern will, dass Bilder entstehen. Weil jetzt seit 6 Monaten hat man dem ja praktisch kein öffentliches Bild mehr von ihm gehabt. Und das wird jetzt auch mit allen Mitteln verhindert. Und da habe ich gedacht, was für ein Horror auch für ihn, der dann zumindest diese einstündige Fahrt von Belmarsh in die Innenstadt hat zu dem Gericht, und dann noch nicht mal aus dem Fenster gucken kann, sondern in so einer Blackbox dahin gebracht wird, damit man bloß keine Bilder schießt. Ne? Also ich finde solche Sachen finde ich gruselig. Ja? Also das Vor allem, weil er unter Klaustrophobie leidet, schwer. Ja. Das macht es noch schwieriger. Aber interessant, ich würde zurückkehren zu diesem, was die Richterin gesagt hat, um den Zugang, weil sie konnte das nicht kontrollieren mit diesem Internet Access, ne? Weil eine hat in diese Public Gallery ein Foto geschossen von Julian in diesen Glaskasten und es wurde in den sozialen Medien im Februar freigegeben und das hat sie natürlich, weil das war so ein starkes Bild. Zum Beispiel. Ja, weil er sitzt da so ein bisschen kennt man das aus Russland zum Beispiel. Wie Lecter irgendwie hinter so einer Glas. Das kennt man sonst nur auch aus Russland von Chodorkowski oder so oder Pussy Riot, wenn die in so einem Käfig gehalten werden. Wie war das jetzt in Jugoslawien? Waren die in Glaskäfige? Bei deren nee, genau. Ja, eben also so Milosevic und Karadzic und die ganzen Kriegsverbrecher, die saßen ganz gemütlich neben ihren Anwälten in Europa Anwälte vor Gericht. Instruieren zum Beispiel. Also alle diese Dinge. Und zurück zu was ihr gemeint habt. Ja, ich finde es gut mit den Bildern und alle möglichen Zahlen und Bildern, die wichtig sind, zum Beispiel El Masri sollte aussagen. Ja? Die wollen verhindern, dass diese Evidenz von grausamen Folter nicht in diesen Dokument reinkommt, weil das wird dann ein Zugeständnis praktisch. Und da hat man auch gesehen, wie die deutsche Regierung diese 13 CIA nicht verfolgt haben. Und so ein schrecklichen Verbrechen ist an einen deutsch-libanesischen Staatsbürger ohne Folgen. Ja, der ist einfach gekidnappt, gefoltert worden, weil sie seinen Namen verwechselt haben. Oder die 15.000 Kriegsopfer, die nicht, also solche Bilder oder von den Massengräbern oder alles, was aufgedeckt worden ist. WikiLeaks hat mehr Kriegsverbrechen aufgedeckt in der Nachkriegszeit als alle Medienvertreter und Organisationen insgesamt. Genau, und aber Entschuldigung jetzt, also ich meine, ihr könnt euch jetzt noch weiter über Bilder unterhalten, die sind auch wichtig, Emotionalisierung ist auch wichtig, aber es geht auch um politische Prozesse und um politische die sollen ja durch den Druck angestoßen werden. Nein, aber ich meine, das heißt auch, dass man den Leuten klar machen wird, wer Überwachung versteht, muss verstehen, wie diese Überwachung, wie das technisch funktioniert, wie sozusagen, was für ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht, wie diese Unternehmen arbeiten und er muss insgesamt sozusagen diesen Datenkapitalismus hinterfragen. Und das ist komplex und das ist schwierig. Da kannst du vielleicht einen Anstoß geben mit Bildern, aber und du kannst natürlich als Künstlerin einen Anstoß geben, indem du versuchst, das irgendwie zu visualisieren, aber du musst den Menschen auch erklären, wie das Ganze funktioniert und was für politische Wege du vorschlägst, um das zu verändern. Und das ist doch unsere Aufgabe. Also die Bilder ist schon alles okay, brauche ich auch für vieles von dem, was wir so machen. Aber die politische Aufgabe, die sich uns auch als ein Publikum jetzt hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung stellt, ist doch eine andere. Also muss doch über das Aufdecken von Missständen hinausgehen. Das ist doch nur die Spitze des Eisberges. Und deswegen muss ich dieses System, was dahinter steht, erklären und muss vor allem Vorschläge machen, wie ich das politisch wirksam bekämpfen und verändern kann. Gut, und am besten... Ja. Und am besten ist es, diese Vorschläge
im Bundestag und in den Medien zu unterbreiten, Ja, genau, damit aber sie darum nämlich eine geht's ja. breite Öffentlichkeit erreichen. Da brauchst du wieder eine Emotionalisierung, damit das überhaupt in die Medien hineinkommt. Ja, genau, darum geht es ja, dass man überhaupt das Interesse diese dafür generiert. Zusammenhänge. Ich glaube, ein Beispiel, wo das schon sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel mit dem Video Collateral Murders, was wirklich zu einer Politisierung auch meiner Generation beigetragen hat, was sich eingebrannt hat in die Köpfe und nicht mehr unter die Decke zu bringen war. Das war raus, das ist auch reproduziert worden in künstlerischen Zusammenhängen. Alle Menschen konnten ihren eigenen Augen trauen, weil sie es gesehen hatten, dass dort Kriegsverbrechen gegeben hat, und auch in dem Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Charles C. Manning ist immer wieder diese Wahrheit auch auf den Social Media geteilt worden, und es hat, glaube ich, sehr stark auch zu dieser Bewegung beigetragen. Deswegen bin ich schon auch der Überzeugung, dass es beides kann, weil hier kommen ja zwei Dinge zusammen. Einmal die Bilder, aber auch der Prozess, der ja durchaus was mit der Massenüberwachung und mit dem Kontrollverlust von Geheimnissen zu tun hat. Weil in dem Fall sind es eben nicht nur Medien, sondern auch Aktivistinnen, also eine ganz breite Bewegung, die dazu beiträgt, dass diese Bilder sich eben einbrennen, dass sie nicht mehr zu verdecken sind. Ja, und klar. das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo der politische Druck dann so hoch wird, dass natürlich auch das Handeln, dass man zumindest nachweisen muss, man hätte etwas getan. Ja klar, aber worauf ich hinaus will, du musst dann auch wissen, was du mit den Bildern machst und wie du mit der Wirkung umgehst, die so Bilder erzielen. Und dann wir haben vorhin Daniel Ellsberg und den Vietnamkrieg angebracht, da gibt es auch diese ganz bekannten Bilder, die wir alle kennen, von der Kim Phuc, die aus dem Dorf läuft, von dem Vietcong, der erschossen wird. Aber die Bilder haben für sich alleine natürlich auch eine bestimmte Wirkung gehabt, aber richtig sozusagen eine richtige Wucht gegen den Vietnamkrieg hat es durch die politische Bewegung bekommen. Und bei Abu Ghraib, die Bilder haben wir schon auch noch alle im Kopf, aber eine politische Bewegung gab es so nicht. Da gab es einen Aufschrei, der war einmal da, und danach, klar, mag sein, dass die Bilder sich eingeprägt haben, ja, aber was hat das verändert? Und das ist doch sozusagen, das ist doch das, worauf ich abziele. Also wir müssen sozusagen politische Organisationsprozesse müssen ablaufen, um dann die systemischen Ursachen etwas zu verändern, und das ist schwierig, und das muss man auch so aussprechen, und das muss man auch, um Leute zu gewinnen, auch ihnen eine Klarheit zu verschaffen, weil sonst kommen und gehen diese Empörungswellen und verebben danach wieder. Naja, wobei ich da schon auch unterscheide, zum Beispiel die Bilder Abu Ghraib, die sind auch korrumpiert worden durch die jahrelange Islamophobie, die auch sozusagen die Entmenschlichung von islamischen Terroristen und so weiter, und auch dem Bild, also dass der Mann mit dem Bart, der Dunkle, irgendwie auch der Böse ist. Also das ist schon was anderes als das nackte vietnamesische Mädchen. Also ich wage jetzt zu behaupten, dass die Leute zwar schockiert waren, aber man hatte in dem Moment schon so viel, immer so, das sind doch die Bösen, die uns angegriffen haben, tja, sorry. Also das spielt auch mit rein. Ich glaube, dass diese Bilder deswegen auch ganz anders aufgenommen worden sind, weil sie auf einen ganz anderen Boden gefallen sind. Aber also das darf man nicht vergessen. Also es gab viel schlimmere Bilder und auch Filme, die das Fernsehen nicht gezeigt hat. Sie haben sich später damit gerechtfertigt, dass Sie gesagt haben, das hätte die Menschen zu sehr aufgewühlt. Ja. Das ist natürlich wirklich eine faule Ausrede. Und trotzdem, damals kamen natürlich mehrere Faktoren zusammen. Die Nichtaufarbeitung der Nazi-Vergangenheit durch eine Generation, und jetzt gab es die neue Generation, die damit nicht mehr zurande kam. Dann der Vietnamkrieg, den du ja nie als gerecht oder sonst was bezeichnen konntest seitens der USA. Also es kam so vieles zusammen. Dann die Dominanz der USA in der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich all dessen, was geschah. Und das löste natürlich wirklich eine politische Bewegung aus. Da hat er recht, wenn solche Dinge zusammenkommen. Und so kam ja diese ganze 68er-Bewegung zustande, die natürlich vieles in der Bundesrepublik verändert hat. Nicht sofort, es gab ja eine erhebliche Gegenwehr, und ich glaube, der spannendste Wahlkampf war, obwohl wieder ein bisschen anders gestaltet, dennoch der, als Willy Brandt Kanzler wurde, weil da ging es wirklich um die Bundesrepublik Deutschland. Bleibt sie so, wie sie war,
oder verändert sie ihre Außenpolitik und alles Mögliche. Jetzt egal, was dann letztlich dabei herausgekommen ist, einen so leidenschaftlichen Wahlkampf habe ich nie wieder in der Bundesrepublik Deutschland erlebt wie damals. Und da war die Bevölkerung gespalten, wirklich gespalten. Die eine Hälfte wollte den auf gar keinen Fall und die andere Hälfte wollte ihn unbedingt. So gespalten ist jetzt die Gesellschaft in den USA. Und einer, der sich dort viel besser auskennt, hat zu mir gesagt, es ist wie vor dem Bürgerkrieg. So groß ist der Hass gegenseitig. Was auch nicht dafür spricht, dass eine Demokratisierung stattfindet, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde dazu auch, wenn ich darf, es gab eine andere Kultur von Rechenschaft ziehen damals mit dem My Lai-Massaker, zum Beispiel diese Bilder, die journalistische Recherchen, Tsai Hirsch zum Beispiel auch als berichtet worden ist über den Einbruch bei Daniel Ellsberg und so weiter. Die Gerichte haben auch gesagt, das ist ja absolut, also nicht nur, die haben die Richter auch einen FBI-Job angeboten, also das war nicht zulässig und der Fall ist auseinandergefallen. Mit diesen Überklassifizierungen und zum Beispiel, wenn James Clapper den Senat anlügt und sagt, nein, es gibt keine anlasslose Massenüberwachung und denen passiert nichts oder die Folterer passiert nichts oder trotz Berichterstattung und dieser Aufdeckung, was Wikileaks gemacht hat, gibt es Impunität und keine Rechenschaft. Das ist das Problem, wo ich das sehe, ne? Zum Beispiel. Ja, aber Diani, also da muss ich dir jetzt widersprechen. Also Rechenschaft für My Lai gab es ja nicht wirklich, außer dass William Kelly verurteilt und danach wieder aus der Haft entlassen wurde. General Westmoreland, der diese ganze Kampagne als Vorgesetzter, als wichtigster Vorgesetzter geleitet hat, geschweige denn das Verteidigungsministerium und so weiter, sind alle gegen die ist nie ermittelt worden. Und das ist schon ein Unterschied zu dem Fall El-Masri, weil im Fall El-Masri ist immerhin ein Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs ergangen gegen Mazedonien. Khaled El-Masri hat Geld dafür bekommen. Im Fall Khaled El-Masri sind 2 Haftbefehle, einmal in Spanien, einmal in Deutschland ergangen. Also da ist schon auch, da hat sich sozusagen durchaus auch mal was positiv verändert. Ja, also es ist nicht so, dass früher alles besser war. Nee, also gebe ich dir recht mit El-Masri zum Beispiel, aber in den USA ist vielleicht zumindest, finde ich, es hat einen politischen Kern gebraucht, einen journalistischen Kern gebraucht und auch Öffentlichkeitskampagnen zum Beispiel. Und ich denke, das brauchen wir auch jetzt. Und zum Beispiel in solchen Fällen wie Asyl für Snowden und so weiter, was können wir tun, die Opposition oder die allgemeine Bevölkerung, um die Bundesregierung zu bewegen aus diesem kalten Kriegsmentalität und tatsächlich zum Beispiel, dass er überhaupt hätte aussagen können bei der NSA-Untersuchungsausschuss zum Beispiel. Er war der Kronzeuge. Ja. Und die haben gemauert und das nicht zugelassen. Und was haben die bekommen? Mehr Geld. Und manche Leute wurden sogar auf den Leiter befördert. Was sagt uns aus über so einen anlasslosen Massenskandal? Was sagt das aus? Ja? Ich möchte gerne das nochmal aufgreifen. Wolfgang, du hast jetzt mehrmals so eingefordert, dass es eine gesellschaftliche Konsequenzen und politische Konsequenzen braucht und eben nicht nur das auf den Podest heben der einzelnen Akteure. Und du hast mehrmals angesprochen den Plattformkapitalismus und die Konzerne, die ja inzwischen eine Massenüberwachung an den Tag legen, wo die Geheimdienste teilweise neidisch werden können. Was ist denn deine Befürchtung oder wovor warnst du, wie sich das Verhältnis jetzt zum Beispiel zwischen diesen Konzernen und den Geheimdiensten entwickeln wird, auch vor dem Hintergrund, dass wir davon gesprochen haben, dass die Geheimnisbewahrung immer schwieriger wird und gleichzeitig die Massenüberwachung immer leichter? Ja, zum einen muss man natürlich ein viel kritischeres Verhältnis zu der ganzen Technik entwickeln, die dort eingesetzt wird. Und es fängt ja schon damit an, dass viele Konzerne, auch europäische Konzerne,
ohne Probleme mit China arbeiten, weil es da so ein gutes Geschäft machen lässt. Ja. Und die Chinesen erproben gerade massenhaft Technologien, die wir dann in 5 oder 10 oder wie vielen Jahren hier erleben werden. Aber die werden ja nicht nur in China erprobt, sondern die werden auch an diversen afrikanischen Grenzen erprobt, weil dann unsere afrikanischen Partner fast umsonst diese Techniken bekommen, die sie dann mal ausprobieren können gegen unliebsame Migrantinnen. Und da werden gerade finden gerade sehr viele Experimente in sehr dunklen Gegenden statt, wo niemand richtig drauf schaut. Und also wir müssen sozusagen die Technik uns kritisch anschauen und dann müssen wir natürlich die wirtschaftlichen Strukturen verstehen, wobei man halt sagen muss, da gibt es ja schon auf europäischer Ebene gerade Bemühungen. Ja. Aber auch da, klar, wo ist die starke Stimme in der Bundesregierung, die sagt, Mensch, was die dänische Kommissarin da macht, ist es eine Wahnsinnsarbeit. Ist doch kann ich mir im Moment irgendeine bundesdeutsche Politikerin vorstellen, die so massiv gegen diese Unternehmen vorgeht? Kann ich nicht. Und ich denke, da müssen wir dran arbeiten. Es ist klar, du musst emotionalisieren, du musst manchmal vereinfachen um des Verständnisses willen, aber du musst dann auch schon zumindest die politisch bewussteren Leute auch dazu auffordern, sich da so ein bisschen reinzugraben. Und es ist eben nicht nur die CIA und die NSA, die dort für gefährliche Tendenzen sorgen. Ich hatte gehofft, Gregor, dass du darauf auch noch mal eine Antwort findest. An der politischen Auseinandersetzung dazu. Ich hatte das auch gehofft. Nein, die Schwierigkeit besteht darin, der Bundestag ist ja in Wirklichkeit, besteht er aus Berufspolitikern und ist in Wirklichkeit eine Laienveranstaltung. Denn die Leute haben ja völlig unterschiedliche Berufe. Und wir haben auch nicht jemanden, der dazu in der Lage ist. Das ist das Problem, weil ja auch auf Parteitagen sehr zufällig ausgewählt wird, wer Kandidat wird. Bei uns immer nach Ideologie, nie nach Können. Das ist aber ein großer Unterschied. Aber ich wünsche mir auch, ich nehme das auch mit heute, so ein Gespräch hat ja immer Sinn, ich werde mal mit Bartsch und mit Amira auch darüber sprechen, was man eigentlich für Initiativen ergreifen kann, damit wir das stärker in dem Bundestag thematisiert bekommen. Jetzt haben wir eine bestimmte Zahl aktueller Stunden und da gibt es einen Kampf in der Fraktion, den kannst du dir gar nicht vorstellen, weil jeder sein Thema natürlich zur aktuellen Stunde machen will. Da musst du dann höchst undemokratisch auch mal mit Macht durchsetzen, dass ein bestimmtes Thema jetzt besonders wichtig ist, etc. Also darum werde ich mich wirklich bemühen, weil es stimmt natürlich, wir müssen Konzepte entwickeln, was den gesamten Umgang mit Internet, mit Computer, mit Social Medien etc. betrifft. Das Recht, musst du wissen, hinkt immer hinterher. Also wir hatten so mit Fernsehen, Rundfunk und Zeitung so einigermaßen ein Recht mit Unterlassung und Gegendarstellung und Widerruf, das so ein bisschen funktionierte. Das hat mit den Social Medien nichts zu tun. Darauf suchen sie eine Antwort und haben noch keine gefunden. Das ist das Problem. Und vielleicht müssten wir hier initiativ werden. Das nehme ich auf jeden Fall heute hier mit. Scheint mir wichtig zu sein. Das Zweite, was ich sagen muss, ist, dass der Wunsch, immer alles rechtlich reguliert zu bekommen, natürlich auch nicht funktioniert. Du brauchst eine Stimmung gegen bestimmte Verhaltensweisen und für bestimmte Verhaltensweisen. Das wirkt sich dann auch aus. Und auch bei uns spitzt es sich zu. Die Widersprüche werden wirklich größer. Also ich sage mal nur ein Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende sagt, er möchte, dass die Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden und aus der SPD kriegt er so viel Widerspruch, weil die noch im Denken des Kalten Krieges sind, dann macht er eben nicht weiter. Der hört dann eben auf. Und jetzt muss der Druck von uns kommen, der kommt, also in der Frage kommt er schon da, habe ich ja gesagt, Trump bestraft uns ja mit dem Abzug von Soldaten, habe ich gesagt, von der Strafe kann ich gar nicht genug kriegen. Also er kann alle abholen und die Atomwaffen gleich mit, weil die auch nicht unsere Sicherheit erhöhen, das ist ein ganz blödes, falsches Denken, sondern gefährden. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Im Augenblick, um es wahrheitsgemäß zu sagen, sind alle mit dem Bereich Social Medien, Internet etc. überfordert.
Punkt. Einfach überfordert. Weil ihnen das technische Verständnis fehlt, weil sie die Strukturen nicht richtig begreifen, weil sie nicht wissen, wie sie rangehen sollen an die Sachen. Aber das ist die Aufgabe einer Oppositionsfraktion, selbst wenn sie es nicht kann, es zu thematisieren. Und zwar, selbst wenn nur herauskommt, dass wir es nicht können, ist das schon wieder sehr transparent, wenn es dann Absolut, herausgeht. ja. Und es gibt ja genügend Nerds beim CCC oder sonst wo, die sicherlich helfen würden. Also ich muss ja mal sagen, ich hoffe dir nicht zu nahe zu treten, aber ich halte das für eine Ausrede, dass man davon keine Ahnung hat, weil ich kenne Politik. Jedes Thema kann sehr, sehr kompliziert sein, wenn man das in der Tiefe erfassen möchte. Und wir sind inzwischen bei jedem politischen Bereich mit der Digitalisierung konfrontiert. Mein Eindruck ist es nicht eher so, dass wir inzwischen schon in einer Machtsituation sind international, dass Konzerne, die von Massendatenerfassung profitieren und das als Konzept haben, das sind ja nicht nur Google und Facebook und Amazon, dass die inzwischen schon eine Macht haben, dass sie Staaten gegenüber nur noch so auftreten, dass sie die antanzen lassen und sagen, ihr könnt uns gegenüber in den Wettbewerb treten, was eure Gesetze angeht? Mit Zuckmeier nicht, der hat dann schon mal wieder irgendwelchen Punkten nachgeben müssen. Aber selbst Merkel hat schon gesagt, wir brauchen wieder das Primat der Politik. Das heißt, sie hat eingeräumt, dass die großen Banken und Konzerne mächtiger sind als sie. Das verletzt übrigens schon deshalb die Demokratie, weil wir indirekt die Kanzlerin wählen oder abwählen können, aber nicht den Chef der Deutschen Bank. Also ist schon wichtig, wer das Sagen hat und wer es nicht hat. Das stimmt, die Juristen sind nur überfordert. Mit Juristen habe ich gesprochen. Das meinte ich, die finden nicht die Formulierung, die sie benötigten, um einen Gesetzentwurf vorzulegen. Aber daran müssen wir jetzt hart arbeiten. Und da brauchst du natürlich auch den Sachverstand anderer. Den gibt es ja. Wir haben in unserer Fraktion auch Mitarbeiter, die kennen sich da hervorragend aus. Und die verstehen davon auch eine Menge. Aber die sind wieder keine Juristen und wissen nicht, wie man das formuliert etc. Es ist ein bisschen kompliziert. Trotzdem werde ich mal anregen, dass wir da mal versuchen, einen Brocken hinzuwerfen, an dem die anderen schwer zu kauen haben. Was auch wirklich dringend notwendig ist. Denn wenn wir wollen, dass das Ganze in Richtung mehr Demokratie geht, müssen wir es völlig anders regeln, als das gegenwärtig der Fall ist. Und gegenwärtig, hast du recht, ist es so, dass diese Konzerne, die über dieses Massenwissen verfügen, natürlich auch eine ungeheure Macht haben, obwohl sie selber wieder das Massenwissen gar nicht realisieren können. Das ist wieder ihre Schwäche. Wenn du zu viel weißt, kannst du nichts mit anfangen. Staatssicherheit am Schluss. Die wussten zu viel. Sie bekamen es nicht mehr geordnet. Weder in ihren Köpfen noch sonst wo. Das ist immer der Fehler der Geheimdienste, dass sie alles wissen wollen und nicht wissen, dass sie sich damit selbst lahmlegen. Das ist ganz interessant, das zu beobachten. Aber ich verspreche, ich mache mir eine Birne, ich rede mit der Chefin und dem Chef und wir werden vielleicht da einen Brocken hinwerfen. Das wäre doch sinnvoll. Wir sind sehr erfreut und dann hat ja diese Veranstaltung schon mal einen guten Impuls geleistet und wir sind gespannt, was dabei rumkommt und bedanken uns schon mal, dass du hier warst und mit uns debattiert hast, Gregor. Ich freue mich auch sehr über Sie und über alles heute. Leider habe ich noch einen Termin, deshalb möchte ich mich entschuldigen, dass ich in 2-3 Minuten gehen muss. Ich würde nur gerne hinweisen, dass der Vater von Julian Assange ist eingeladen worden auf Initiative von Stephen Dugdale und wir sehen uns in die Fraktionssitzung morgen und er steht zur Verfügung ab Donnerstag für eine Pressebriefing, falls Interesse besteht. Sie können sich gerne an mich wenden oder ans Büro von Stephen Dugdale, der Linke. Das nehmen wir doch gerne mal auf und vielleicht ist schon bei der nächsten Demonstration sind mehr noch dabei. Ich würde aber auch gerne dem Rest des Podiums noch die Möglichkeit geben,
ähnlich wie Gregor, der jetzt sich schon ein paar Hausaufgaben mit nach Hause genommen hat, nochmal zu erläutern, wie es ganz konkret, Angela, bei dir würde ich gerne anfangen, wie es jetzt ganz konkret mit der Prozessbeobachtung und den Schlüssen, die daraus gezogen werden, für dich persönlich und deine Arbeit weitergeht. Naja, also ich werde einfach weiter darüber berichten und bleibe sozusagen dran und versuche so viel wie möglich Aufmerksamkeit zu generieren, so, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ist die Aufmerksamkeit, und da zählt auch der Einsatz von jedem Einzelnen, weil ich meine, es ist im Moment auch so, ja, zum Beispiel diese Proteste, die da wirklich regelmäßig stattfinden, kriegen wenig Beachtung, überhaupt vieles, also es ist im Moment natürlich auch sehr schwer durchzukommen. Also so, ich habe dann nur gedacht, so jetzt ist der Prozess vorbei, jetzt könnte man schon wieder ein bisschen vielleicht Presse haben, aber dann kriegt halt Trump Covid, ne? Zu einem für ihn selber auch sehr günstigen Moment, wie auch immer. Also, und dann macht er auch noch diesen Irrsinn, also, naja, alle haben es wahrscheinlich eh gelesen, ich werde nicht die Einzige sein. Also es gibt so eben, Julian Assange hat auch wirklich besonderes Pech. Also warum genau in dem Jahr, wo er dann vor Gericht steht, findet Covid statt? Naja, aber es ist wirklich erstaunlich, aber naja, trotzdem, man muss einfach versuchen, die Aufmerksamkeit hochzuhalten, und wie gesagt, weil ich glaube, es geht echt jeden an, weil egal, also es geht auch für mich persönlich um sein Schicksal, sein ganz persönliches, für das ich große Empathie empfinde und dem eine unglaubliche Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und gleichzeitig eben ist es für jeden Einzelnen total wichtig, weil es eben um Pressefreiheit geht. Weil wenn wir das nicht mehr haben können, also eben in der westlichen Welt, weil du hast ja recht, woanders wird das sowieso praktiziert, aber wollen wir da landen? Ja? Also es ist total wichtig für jeden Einzelnen hier, weil ohne Pressefreiheit gibt es einfach auch keine Demokratie. Und deswegen glaube ich, muss man einfach wahnsinnig versuchen, das Thema, so mühsam es ist, immer wieder hochzuholen und darüber zu sprechen. Also ich mache das jetzt seit 10 Jahren und ich bin manchmal wirklich müde. Du wahrscheinlich auch. Wir machen es sehr lange schon. Und gleichzeitig bin ich aber nach wie vor, also da reicht mir schon ein paar Tage vor diesem Gericht, weil das ist so, wir könnten hier jetzt 3 Stunden erzählen, was für eine Farce das ist, wie unfassbar man davor sitzt. Da kommt ja die Richterin zum Beispiel morgens mit einem Blatt Papier an und dann soll an dem Tag entschieden werden, ob Julian Assange zum Beispiel raus darf aus dem Panzerkäfig. Dann argumentieren beide Parteien und sogar die Amerikaner, weil es denen schon fast peinlich ist, ja, dass der da sitzt, sagen die, naja gut, dann soll er sich halt zu seinen Anwälten setzen, selbst wir haben nichts dagegen. Sie hört sich das alles an und am Ende liest sie diesen Zettel vor, den sie mitgebracht hat, weil ich saß nämlich sehr günstig und konnte auf sie drauf gucken, liest sie diesen Zettel vor. Das heißt, sie hat es vorher schon entschieden. Hat sie es entschieden oder jemand für sie? Sie kommt mit einem vorgefertigten Zettel vor Gericht, liest ihn vor, egal was da verhandelt worden ist. Und das ist sehr häufig der Fall gewesen in diesem Prozess. Ne? Also es ist ein kafkaeske Farce, die da stattfindet, und deswegen ist es schon, jetzt ist Gregor Gysi weg, aber wir haben es ja, es ist einfach eine Schande, ja, dass sich dann bei der deutschen Pressekonferenz irgendwie der Pressesprecher von Angela Merkel hinsetzt und sagt, wir sind uns ganz sicher, dass es da mit rechten Dingen zugeht und dass alles rechtlich abläuft für Großbritannien, aber niemand von denen ist dort. Niemand guckt sich den Blödsinn an. Und übrigens in dem Raum, in dem ich war, man kann sehen, wer die Kollegen sind. Da waren nur 15 andere Journalisten, auch online. Da könnten ja eigentlich unbegrenzt viele zugucken, übrigens. Ne? Also das ist schon alles vollkommen irre und man muss einfach weiterhin darauf beharren, dass das auch gehört wird. So. Ja. Vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit und weiterhin viel Erfolg. Wolfgang, auch an dich die Frage. Du hast angedeutet, was dieser Prozess auch für die Menschenrechte und ihren Stellenwert insgesamt haben kann. Was bedeutet das für deine Arbeit, deine Organisation und wie geht es da jetzt weiter? Naja, also zunächst einmal fand ich, sind wir zu sehr darüber hinweggegangen, was Gregor Gysi zu diesem ganzen Komplex Digitalisierung gesagt hat. Was ich ziemlich bezeichnend und wichtig finde, dass er nämlich gesagt hat, dann würden wir in der Öffentlichkeit mal
uns hinstellen und sagen, wir haben davon keine Ahnung. Weil wenn es alle tun würden, dann käme da ein wunderbares Bild heraus, dass nämlich niemand eine Ahnung davon hat, wie das, was gerade an Digitalisierung stattfindet, wie das eigentlich gesellschaftlich wirkt, wie das auf jetzt die Generationen von Schulkindern wirkt. Und da sind wir dann mitten bei Corona. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich absolut bedenklich finde, dass im Grunde genommen bis weite Teile unserer Gesellschaft auf einmal feiern, dass im Homeoffice Sachen stattfinden, dass das einen Digitalisierungsschub gegeben hat, dass Überwachungstools wie diese Corona-App abgefeiert werden und so weiter und so fort. Da findet gerade nochmal, also natürlich im Windschatten der großen Pandemie, findet eine ganz schlimme Entwicklung statt. Es findet eine ganz schlimme Entwicklung statt. Also das sozusagen wir machen gerade einen großen gesellschaftlichen Versuch. Ja, und dem vor allem Kinder und Jugendliche ausgesetzt werden. Und das ist katastrophal für jede Art von gesellschaftlicher Entwicklung, weil natürlich gebe ich Angela recht, die Pressefreiheit ist sozusagen, und auch Gregor Gysi hat es gesagt, die ist konstitutionell für jede Art von Demokratie. Aber du brauchst, also eine Pressefreiheit ist nur so gut oder schlecht wie eine Öffentlichkeit, die noch irgendwie aufgeklärt ist oder die zumindest die Chance hat, sich aufzuklären. Und ich glaube, wir sind gerade Zeugen einer sehr bedrohlichen Entwicklung, dass eben eine Öffentlichkeit eben nicht aufgeklärt wird, sondern das Gegenteil. Also die lernen ja gar nicht mehr mit anderen Mitteln umzugehen, als das, was ihnen da sozusagen am Bildschirm präsentiert wird. Und das finde ich eine ziemlich bedrohliche Entwicklung. Jani, auch dir möchte ich die Chance geben, nochmal abschließende Worte zu finden. Oder abschließend ist schwierig, ich weiß. Wir haben ganz viele Felder aufgemacht, aber die Quintessenz, die du für deine Arbeit weiterträgst. Erstmal danke für die Einladung und dass ihr alle hier seid. Selbst nach 10 Jahren Aktivistenarbeit und Recherchen und viel Zusammenarbeit mit Filmemacher, Autoren und so weiter. Und ich denke, Kern meiner Arbeit ist in der Aufklärung und versuchen aufzuklären und Menschen das nahe zu bringen. Egal in welcher Form. Es muss ein besserer Film rausgemacht werden oder eine bessere Reportage oder die Whistleblower zu Wort kommen zu lassen. Also das nach wie vor, das ist eine unendliche Arbeit, das vor uns liegt. Und ich denke, jetzt liegt es an der politischen Arbeit, die zu informieren, was ist da geschehen. Und zum Beispiel, ich muss diese ganze Menge an Evidenz erstmal verdauen, lesen, weil da waren enorm viele sehr super interessanten Beiträge, die von der Verteidigung dort geleistet, also unglaublich, unfassbar. Ja. Und da habe ich selbst, und ich dachte, ich kannte WikiLeaks, so viel Neues gelernt dazu, was also zum Œuvre oder was WikiLeaks alles geleistet hat. Und das daraus einen Sinn zu machen und versuchen, das zu komprimieren und versuchen, das in eine Format zu finden, wo die Menschen da einen besseren Zugang, weil es ist immer noch sehr dicht mit juristischen Begriffen und journalistische Sachen und vielleicht andere US-Whistleblower zum Beispiel dazu ermutigen, weil die haben viel zu sagen, die wurden auch unter der Espionage Act zum Beispiel, dass sie vielleicht hier auch noch Verhör finden und vielleicht auch weitere solche Veranstaltungen, weil wir dürfen den Druck nicht lassen jetzt. Wir müssen bis Januar noch den Druck aufbauen, auch hier weiter, dass irgendwie Abgeordnete werden angerufen und was ist mit Julian und was kann man da machen, wie in anderen Orten der Welt. Da sind Rechtsanwälte weltweit, haben sich geäußert, Ärzte. Und das ist alles eine weltweite Kampagne. Man kann sich auch dazu gesellen. Und ja, und ich sehe, dass da ist viel Dynamik reingekommen. Viel mehr Menschen haben sich dazu geäußert oder melden sich online und drücken ihren Support aus. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Ich weiß, dass Chelsea Manning war eine sehr, sehr lange politische Kampagne. Wir durften nicht aufgeben, auch wenn wir alle müde waren und wir zu wenig waren am Pariser Platz, aber wir waren trotzdem da und haben einfach die Menschen versucht, über diesen
Fall aufzuklären, um die öffentliche Meinung zu ändern, weil damals war sehr feindlich Chelsea Manning gegenüber. Sie ist verrückt, sie ist instabil, das wurde ständig in der Presse, ständig nur das, um sie zu entmenschlichen zum Beispiel. Und irgendwann, langsam konnten wir auch mit Druck vielleicht Amnesty auch noch zu überreden. Und dann gab es eine Wendung, bis die Strafmaß wurde verkürzt. Keine Amnesty unter Obama, einer von seinen letzten politischen Taten im Weißen Haus. Und deswegen ist es alles wichtig. Und wir sind Marathonläufer sozusagen. Und er braucht uns jetzt, WikiLeaks braucht uns jetzt, die Mitarbeiter von WikiLeaks, die Journalisten brauchen uns jetzt, die Journalismus braucht uns jetzt. Und wir können jetzt nicht schweigen. Das kann ich nicht. Und wir müssen ein besseres Whistleblower-Gesetz. Was müssen wir? Ein besseres Whistleblower-Gesetz helfen. Ja, das sind die politischen Aufgaben, die wir uns mitgenommen haben. Ich möchte mich bei euch allen sehr, sehr herzlich für die Debatte bedanken, aber auch für die politische Arbeit und die Kampagnenarbeit und die juristische Arbeit, die ihr leistet. Ganz, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für eure künftigen Aufgaben. Ich möchte mich aber auch bei euch bedanken und bei Ihnen, dass ihr und sie da wart. Trotz dieser ein bisschen schwierigeren Umstände. Ich glaube, das war eine ganz wichtige, gehaltvolle Veranstaltung, wo auch eine Menge Aufgaben für die Zukunft sich noch rauskristallisiert haben. Und auf die Demonstration auf dem Pariser Platz sei hingewiesen, das ist vielleicht der direkteste Weg, wie wir Unterstützung zeigen können. Aber auch in allen anderen Aufgabenfeldern, die jetzt hier so aufgeblieben sind, werden wir sicherlich in Kontakt und in Gesprächen bleiben und weiterhin versuchen, Antworten zu finden, möglicherweise auch in ähnlichen Formaten. Herzlichen Dank. Danke.